begrüße euch ganz, ganz herzlich zum Dienstagmorgen, oder? Wir sind Dienstag in dieser intensiven Retreatwoche. Ich erlebe sie als sehr intensiv. Ich komme eigentlich deutlich mehr zum Unterrichten, als wenn wir das Beatenberg-Format fortgesetzt hätten. Diese 3 Stunden Meditation und Anleitung mit euch und das zweimal am Tag sind mehr, als was wir vorgesehen hatten in Beatenberg. Dort standen die vor Ort Teilnehmenden noch im Vordergrund und da haben wir natürlich Zeiten für stille Sitz- und Gehmeditation mit eingebaut, um die ihr euch jetzt selbst kümmern müsst. Also bevor ich unterrichte, in der Mittagspause und danach. Das ist jetzt mehr eure Aufgabe, dafür brauchen wir nicht die Zoom-Zeiten zu beanspruchen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir diese Zeit haben, weil ihr merkt, dass mir das ermöglicht, jeden Hinweis von Dakpotashi Namgyal auf eine praktische Übung umzusetzen. Ihr kriegt also einen Geschmack von jedem Hinweis, der in diesem kostbaren Mahamudra-Buch steht. Und damit machen wir heute weiter und lassen uns wieder auf diese Reise eingeführt von Dakpotashi Namgyal. Ich wünschte, es hätte damals schon eine Fotografie gegeben, dann hätten wir vielleicht ein Foto von ihm. Aber mir ist keine Darstellung von ihm bekannt. Und so bitten wir um den Segen dieser Übertragungslinie, lassen uns auf die Zuflucht ein, öffnen uns fürs Bodhicitta, ganz so im Geiste der 4 unermesslichen Qualitäten. Sangin Shundan Songin Shonam Lan Chanjum Padun Dani Kyapsunji Dagin Shinson Chimpe Senamji Drola Penchir Sangin Jumpa Shor Sangye Chedan Songin Chonam La Chanchum Padun Dani Kyapsun Jin Dagin Jinsun Jimpe Senam Ji Drolam Penchir Sangyin Jumpa Shue Sangyin Chedan Songin Chonam La Chanchum Padun Dani Kyapsun Ji Dagin Jinsun Jimpe Senam Ji Drolam Penchir Sangyin Jumpa Sho Semchen Tamchen Devadan Devin Yundan Dempan Jujin Dunai Dan Dunai Jin Judan Deva Jujin Dunai Mempen Devadam Padam Indra Vajujin Nirin Chantan Nidan Dava Tanam Sempola Nepa Juje Semchen Tamchen Devadam Devin Judan Dempa Jujin Dunai Dan Dunai Jin Judan Dava Jujin Dunai Mempen Devadam Padam Indra Vajujin Nirin Chantan Nidan Dava Tanam Sempola Nepa Juje Semchen Tamchen Devadam Devin Judan Dempa Jujin Dunai Dan Dunai Jin Judan Dava Jujin
Duname Pundevadam Padam Indra Vajrati Nirin Chantan Nidandrava Tannam Chempolane Panchunji Pendan Savela Marim Ponchin Tangi Chiwa Peden Shunla Kadin Chempengonen Jesunte Kusun Tunging Drum Zanduse. Während dieser Gebete jetzt gerade habe ich mich nochmal mit der ursprünglichen Motivation verbunden, mit der ich diese Mondstrahlen-Serie gestartet habe. Bevor wir diese 12 Kurse gemacht haben, wo ich durch den Text des Buches durchgegangen bin und das auf 7 Jahre so anvisiert hatte, habe ich mir gesagt, und selbst wenn nur ein paar Menschen kommen, ein paar Menschen teilnehmen, ich möchte, dass dieses Wissen, dieser Weg den Menschen zur Verfügung steht und ich möchte, bevor ich sterbe, das in die Welt hineingebracht haben. Zusammen mit ein paar wenigen anderen Lehrern in der Welt, die das gelehrt haben. Damals war mir nur bekannt, dass Tralik Rinpoche das in Australien gelehrt hatte. Und dann habe ich nach und nach gehört, dass hier und da tibetische Meister sich die Zeit genommen hatten, dieses Werk zu lehren. Die allermeisten oder eigentlich alle diese Situationen waren aber so, dass keiner von ihnen die Zeit hatte, den Text komplett, jeden Satz zu lehren. So ist Tralik Rinpoche auch gesprungen im Werk und ist mehr so diesem Werk gefolgt, was wir Clarifying the Natural Mind nennen, diese Kurzform der Mondstrahlen. Und jetzt ergibt sich die Möglichkeit, weil ich immer noch nicht gestorben bin, dass wir nochmal dieses ganze Werk durchmeditieren. Und das machen wir jetzt gerade. Und das ist ein irre Unterfangen. Und wieder habe ich gedacht, das möchte ich unbedingt machen, weil wenn die praktische Umsetzung nicht klar ist, dann bleibt sehr viel übrig so an Mutmaßungen. Dann was ist denn wohl gemeint mit den praktischen Hinweisen, die in diesem Buch ja so wie beiläufig erwähnt werden und nicht so herausgearbeitet werden. Und jetzt sind wir dabei und also für mich waren es vor allen Dingen diese Sätze, mögen alle Lebewesen glücklich sein und die Ursachen des Glücks besitzen, mögen wir frei von Leid und dessen Ursachen sein, mögen wir nie von der wahren, leidfreien Freude getrennt sein, der wahren, leidfreien Freude. Das ist, worum es im Mahamudra geht, diese höchste Freude frei von Anhaften. Das ist, worum es auf dem ganzen Weg geht und dann in diesen unparteiischen Gleichmut eintreten, wo es keine persönlichen Vorlieben und Abneigungen gibt. Das ist genau die Essenz des Mahamudra. Und ich bin unglaublich glücklich, selber durch Genyo Rinpoche und andere Meister da eingeführt worden zu sein. Und genau das gilt es zu erhalten, speziell immer dann, wenn es schwierig wird. Und eigentlich ist die Welt die ganze Zeit schwierig. Eigentlich ist sie auch jetzt nicht besonders viel schwieriger, als sie es in den letzten Jahrzehnten war. Schon gar nicht, wenn wir an die Zeit zurückdenken, wo gerade der Zweite Weltkrieg aufgehört hatte und die Tibeter dann aus Tibet vertrieben wurden, also die tibetischen Meister und so. Es sind so kleine Intermezzos, wo wir den Eindruck haben, dass die Welt etwas friedlicher sei. Aber nur weil es gerade um uns herum friedlich ist. Die Welt war nicht wirklich friedlich die letzten Jahrzehnte. Wir haben zurzeit 70 bewaffnete Konflikte auf dem Erdball. Ja, und ja. Also
in diesen Zeiten den Dharma zu praktizieren und so tief, dass er uns jenseits dessen führt, was so der dualistische Geist greifen mag. Das ist das eigentliche Anliegen von Mahamudra. Jenseits der Dharmasphäre noch zu gehen, wo wir uns noch im Samsara befinden, also noch im beobachtenden, intellektuell greifenden Geist, also diese Zustände, die wir noch nicht der Einsicht zurechnen, der befreienden Einsicht. Und da werden wir uns jetzt wieder einigen Meditationen zuwenden. Ihr wisst ja, angekündigt ist, dass wir als erstes durch diese 12 Glieder des abhängigen Entstehens von Samsara und Nirvana noch einmal hindurchgehen. Diesmal mit einer anderen Perspektive. Und zwar nicht nur, dass wir verstehen, wie sie ineinander greifen und wie eins zum nächsten führt, das haben wir schon gemacht. Jetzt spüren wir in jedes dieser Glieder hinein, nutzen unseren Intellekt, ein analytisches Vorgehen, um dieses Glied, um das es gerade geht, tiefer zu erspüren. Und jedes Mal lassen wir uns dann so ein, uns zu öffnen, im Grunde genommen in die wahre Natur des Geistes, während wir die 12 Glieder kontemplieren. Das ist dann nicht mehr Analyse, sondern es ist die Frucht des genauen Hinspürens, des Hineinschauens, was wir Analyse nennen. Und da würde ich euch jetzt gerne hindurch begleiten. Wir sind im Text, sind wir auf Seite 48 im Deutschen und im Englischen dürften wir einfach auf Seite 50 sein. Das ist die intellektuelle Analyse des Entstehens in Abhängigkeit, die erkennt, dass alle 12 Glieder abhängigen Entstehens vergänglich sind, unbefriedigend und ohne Selbst. Und wir dürfen anfügen, dass sie von leerer Natur sind, weil das ist eine weitere Bedeutung von ohne Selbst, also keinen Wesenskern haben. Und ihr wisst, das sind die Daseinsmerkmale, von denen in der Pali-Tradition gesprochen wird und auch in der Sanskrit-Tradition im Buddhismus. Die Daseinsmerkmale aller Phänomene. Und jetzt machen wir, wie üblich, unsere Vorbereitung, indem wir erstmal in die stille Meditation gehen. Dann aus der stillen Meditation heraus werde ich euch durch diese 12 Glieder führen. Und das Augenmerk auf ihr wahres Wesen richten. Den allermeisten fällt es leichter, in die Meditation zu finden, speziell wenn wir vor einem Bildschirm sitzen, wenn wir die Augen schließen oder uns vielleicht seitwärts setzen, damit wir nicht von den Bewegungen auf dem Bildschirm irritiert werden. Für mich hat sich auch bewährt, über den Bildschirm hinweg zu schauen oder unter dem Bildschirm durchzuschauen. Stellt euch auf eine etwas längere Meditation an. Wir haben es ja mit 12 Gliedern zu tun. Kannst du dich mal kurz darum kümmern?
Wie von selbst entsteht im stillen Spüren ein vermehrtes Gewahren der körperlichen Vorgänge. Atmen, pulsieren, vibrieren. Dann gibt es ein Hören, ein entspanntes Sehen. Und den geistigen Prozessen geben wir weiter gar keine Nahrung, keine Aufmerksamkeit. Die laufen jeweils von selber aus. Wir erleben, wie sich unser Sein vereinfacht. Ein- und ausatmend nehmen wir den ganzen atmenden Körper wahr. Ein- und ausatmend hören wir ganz entspannt, ohne uns zu verstricken. Ein- und ausatmend nehmen wir die geistigen Gestaltungen wahr. All das, was so an Prozessen im Geist läuft.
Und hier steigen wir in die 12 Glieder abhängigen Entstehens ein. Es ist das zweite Glied, das Glied der karmischen Gestaltungen. Das, was so auftaucht, wie ist das mit dem, was sich da so gestaltet? Es ist doch offenkundig von dynamischer Natur, also im Wandel, unbeständig. Wenn wir diese unbeständigen geistigen Prozesse als Basis für Glück nehmen wollten, würden wir enttäuscht. Diese Enttäuschung, die nennt man Dukkha. Eine irrige Annahme, dass diese Gestaltungen eine verlässliche Basis für Glück wären. Was immer sich da gestaltet, kann nur für einen Moment Auslöser von Glücksgefühlen sein. Aber es hat keine Substanz, es hat keinen Bestand, nichts Bleibendes. Genau wie diese Worte, die uns gut tun mögen, oder auch andere Gefühle hervorrufen könnten. Keine Substanz, kein fassbares Selbst. Das, was wir jetzt beschrieben haben, das ist auf Sanskrit Anicca, Dukkha, Anatman und Shunya, Shunyata. Unbeständig, unbefriedigend, ohne Selbst, von leerer Natur. Jetzt gehen wir ein Glied weiter in der Kette. Ein- und ausatmend sind wir des Geistes gewahr, des Bewusstseins, des jetzt gerade erlebten Bewusstseins.
Wir benutzen da im Deutschen das Wort Bewusstseinszustand. Aber schaut doch mal hinein, fühlt hinein. Ist dieses Bewusstsein beständig? Beständig ist nur die Qualität, gewahr zu sein, aber die Inhalte, die fluktuieren. Mal ist Hören, mal Spüren, mal Sehen, mal Denken, mal ist emotional stärker gefärbtes Empfinden, Erleben da, mal nichts Spezielles. Fluktuierendes Erleben. Ein Bewusstsein als solches ist nicht zu finden, sondern nur als Prozess, als ein sich ständig fortsetzendes, sehr variables Erleben. Dieses sich wandelnde Erleben kann keine bleibende Grundlage für Glück sein. Nichts in all dem ist beständig. Es ist kein Wesenskern, nichts Bleibendes zu finden. Bewusstseinszustände sind nicht zu greifen, sie sind von leerer Natur, nicht fassbar. Ob es sich um ein visuelles Bewusstsein handelt, ein denkendes Bewusstsein oder einen Gesamtzustand des integrierten Bewusstseins vieler Sinne. Steter Wandel. Und wir kommen zum vierten Glied in der Kette, genannt Name und Form. Damit ist dieses Ich-Gefühl gemeint. Aus diesem durch karmische Muster geprägten Bewusstsein heraus kommt es zu einer Identifikation mit einem vermeintlichen Ich, das Formen wahrnimmt, empfindet, unterscheidet, gestaltet und halt verschiedene Bewusstseinszustände erlebt. Die 5 Skandhas.
Gibt es irgendwo im Geistigen, hier ein Name genannt, oder in dem, was wir durch die körperbasierten Sinne erleben, den Formen, gibt es da irgendwo etwas Beständiges? Gibt es in den Prozessen dieser 5 Daseinsgruppen irgendwo eine verlässliche Basis für Glück? Gibt es im Wahrnehmen, Empfinden, Unterscheiden, Gestalten und Gewahren irgendwo einen Wesenskern? Etwas, was unveränderlich genauso bleibt und ein Ich darstellen könnte. Ein subjektives Ich. Gibt es da irgendetwas Fassbares? Und wir gehen weiter zum 5. Glied. Diese 5 Daseinsgruppen, diese 5 Daseinsprozesse bedingen ein Erleben über die 6 Sinnestore, die 6 Sinnesfelder, die 5 körperbasierten Sinne und dann das geistige Erleben, der geistige Sinn. Gibt es da irgendetwas in den Augen, in den visuellen Objekten oder im Sehbewusstsein, was bleibt, was immer gleich bleibt? Oder trifft es auch hierzu, dass alle Aspekte dieses Sinnesfelds, die Objekte, das Organ und das entstehende Bewusstsein, dass sie alle dem Wandel unterworfen sind? Wie ist das?
Die Objekte unterliegen einer Vielzahl von Einflüssen, die dazu führen, dass sie sich mal zeigen und aber laufend verändern, sich auch wieder auflösen. Die Organe entstehen, funktionieren abhängig von Bedingungen, mal besser, mal schlechter, lösen sich irgendwann wieder auf, können erkranken. Und das jeweils auftauchende Bewusstsein ist völlig abhängig von den Bedingungen, wie Objekt und Organ zusammentreffen, was gerade in diesem Sinnestor aktiviert wird. Kein visueller Eindruck ist je geblieben, kein Klangerleben ist je geblieben, keine Körperempfindung ist je geblieben. Kein Gedanke, kein Geruch, kein Geschmack, keine Emotion. So müssen wir also vielleicht doch dann auch konstatieren, dass das, was wir den Sehsinn nennen, den Hörsinn, den Geruchssinn, den geistigen Sinn, ein extrem dynamisches Geschehen ist. Dieses sich wandelnde Erleben der 6 Sinnestore ist keine verlässliche Basis für Glück. Es würde uns enttäuschen, es würde Dukkha auslösen, wenn wir denken würden, die wechselnden Sinneserfahrungen könnten uns per se glücklich machen. All diese Bezeichnungen wie das Objekt der Wahrnehmung, das beschreibt jeweils einen Prozess. Das Objekt ist Prozess, das wahrnehmende Organ ist Prozess, das Bewusstsein ist Prozess. Nur das Wort, das diesen Prozess beschreibt, scheint stabil zu sein. Aber eigentlich ist all dies ohne Substanz, von dynamischer Natur, leer von einem Wesenskern. Und wir wenden uns nun dem 6. Glied zu, dem Kontakt. Kontakt, der in diesen 6 Sinnestoren stattfindet. Kontakt zwischen Objekten und dem wahrnehmenden Bewusstsein. Dem wahrnehmenden Organ, was dann ein bewusstes Erleben ermöglicht.
Selbst was diesen Kontakt angeht, müssen wir wieder mal bei genauerem Hinschauen entdecken, dass Kontakt eigentlich einen Prozess des Erlebens beschreibt. Nicht einen einmaligen, fest greifbare Handlung oder ein einmaliges Erleben, sondern das Hören von einem Klangprozess ist, dass das Sehen einer Blume Prozess ist, dass das Denken eines Gedankens Prozess ist. Was auch immer wir als Kontakt bezeichnen, das klingt so, als wäre es momentan ein definitives Ereignis. Und doch ist das Riechen einer Banane ein Prozess. Das Schmecken eines Tees ist Prozess. Selbst dieses Wort Kontakt ist also trügerisch. Es spiegelt eine Wahrheit, eine Wirklichkeit vor, die so nicht zu finden ist. Die Begegnung zwischen Sinnesorganen, diesem dynamischen Prozess, den wir Organ nennen, und dem dynamischen Prozess, den wir Objekt nennen, die bereitet sich vor, da findet eine Aktivierung statt, da wird eine Aufmerksamkeit ausgerichtet, da kommt es zum dynamischen Erleben dessen, was dann ins Bewusstsein kommt, und dieses Bewusstsein setzt sich fort, solange die Aufmerksamkeit mit diesem dynamischen Objekt verbunden ist. Fortgesetzter Kontakt, ein dynamischer Prozess, der von Bedingungen abhängig ist, der nicht aus sich selbst heraus existiert, sondern es braucht Interesse, es braucht, dass das Organ in der Zeit auch weiter funktioniert, es braucht, dass das jeweilige Objekt nicht entzogen wird, sich nicht auflöst. Auch Kontakt ist also Wandel. Ohne etwas, ein Ding, ein Wesenskern. Kontakt ist in diesem Sinne von leerer Natur. Und wir beginnen bereits zu verstehen, dass gerade weil Kontakt keine Substanz hat, genau deswegen kann er ja stattfinden. Genau deswegen kann sich die Dynamik zeigen, weil ihr nichts im Wege steht. Weil Objekt, Organ und Bewusstsein gleichermaßen dynamisch sind, können sie so ein wunderbares Erleben ermöglichen. In diesem dynamischen Erleben zeigt sich das 7. Glied, Empfinden, Empfindung. Erleben findet statt. Bewusstsein entsteht durch Kontakt. Und Kontakt führt dazu, dass es Reaktionen
Die ersten unmittelbaren Reaktionen sind ein Erleben von angenehm, unangenehm und weder noch. Dieses Erleben der Gefühlstönung, der Empfindungen wohnt nicht dem Kontakt selbst inne. Was für eine Fliege hochinteressant und faszinierend anziehend ist, mag für unsere Nase sehr unangenehm sein. Es wohnt nicht dem Gerochenen inne, wie diese Gefühlstönung entsteht. Es ist bereits der erste Prozess des Einordnens in unsere Welt des Erlebens. Und es ist ebenfalls ein Prozess. So kann eine Berührungsempfindung zu Anfang angenehm sein, zum Beispiel ein Streicheln. Wird es aber zu lange fortgesetzt, kann es als unangenehm erlebt werden. Dieselbe Berührung. Derselbe Geruch kann erst als unangenehm erlebt werden und nach einer Weile als neutral. Oder wir beginnen sogar ihn zu mögen. Eine Vorstellung kann erst abstoßend wirken oder erschreckend oder kann uns gleichgültig lassen und erst mit der Zeit entdecken wir, dass es da sehr interessante, sogar anziehende Aspekte dieser Vorstellung gibt. Je nachdem, wie dieser Prozess des Empfindens sich gestaltet, kommt es dann für die meisten Menschen fast automatisch zu einem Verlangen. So als habe diese Gefühlstönung, dieses Empfinden eine Substanz, entsteht ein Verlangen nach dem, was so verdinglicht als angenehm erlebt wird oder was so verdinglicht als unangenehm erlebt wird, da haben wir das Verlangen, dass es verschwindet. Und genauso fluktuierend wie diese Empfindungen sind, diese Gefühlstönungen, genauso wenig ist auch die Reaktion des Haben-Wollens und des Nicht-Haben-Wollens stabil. Diesem Verlangen wohnt kein Wesenskern inne. Verlangen und Ablehnen sind auch keine geeignete Basis für Glück, sondern im Gegenteil, direkter Auslöser für Stress. Für die Anspannung des Haben-Wollens und des Nicht-Haben-Wollens. Oder vielleicht auch
für den Prozess des nicht mehr wissen wollens, des nicht gewahr sein wollens. Verlangen selbst hat keine Substanz und eigentlich auch keine Macht, wenn wir seine Substanzlosigkeit durchschauen. Genauso wenig wie Gefühlstönungen irgendeine Kraft haben, wenn wir sie in ihrer leeren Natur durchschauen. Niemand braucht ihnen zu folgen. Und wir kommen zum nächsten Glied in der Kette, dem 9. Glied. Dem Anhaften oder Ergreifen, dem Festhalten. Das ist eine Handlung des Festhalten-Wollens oder des Wegstoßen-Wollens. Und natürlich ist dieses Handeln Prozess. Das Greifen ist Prozess. Ganz offenkundig ist es unbeständig und leider auch ein ziemlich erfolgloses Unterfangen, um glücklich zu sein, sondern bewirkt das Gegenteil. Dass es noch mehr Stress und Anspannung ins System bringt. Bestand hat es keines. In dem Moment, wo es nicht mehr genährt wird, löst es sich spurlos auf. Das nennt man seine leere Natur, sein Nicht-Selbst. Aufgrund von Verlangen kommt es zu den Werdekräften. Die Werdeprozesse, das sind wiederum gestaltende Kräfte in uns, die bewirken, dass wir aufgrund des Greifens in der nächsten Situation wieder greifen, wieder identifiziert sind, wieder ins Haben wollen oder nicht haben wollen rutschen. Prozesse, mit denen wir, also Kräfte, mit denen wir in die nächste Situation hineingleiten, die die nächste Situation vorbereiten. Dieses 10. Glied des Werdens bereitet die nächste Erfahrung vor und bereitet in der Gesamtsumme aller Werdeprozesse auch das nächste Leben vor. Kräfte, die wirken, dynamisch, unbeständig, keine geeignete Basis für Glück, unbefriedigend, ohne Selbst, von leerer Natur. Und doch sind sie so mächtig,
wenn wir ihnen auf den Leim gehen. Wenn wir die inneren Freiräume nicht nutzen, dann findet Geborenwerden statt. Geburt, das 11. Glied in der Kette. Das Hineingleiten in die nächste Situation, ins nächste Erleben. Das Hinübergleiten in den Nachtodzustand und das Geborenwerden in dem, was dann folgt. Immer wieder geboren werden. Immer wieder in neuen Situationen. Und tatsächlich ist diese Geburt auch kein Moment. Das Geborenwerden bereitet sich vor, dann beginnt es findet statt. Die Geburt aus der Gebärmutter heraus ist auch ein Prozess und dann ist es vielleicht der abschließende Punkt eines Prozesses, wenn der Körper ganz draußen ist, aber eines ganzen Prozesses, den wir Geburt nennen. Unbeständig, von vielen Bedingungen abhängig, ohne Selbst, völlig dynamischer Natur. Und an Geborenwerden schließt sich das 12. Glied an, die selbstverständliche Voraussetzung, dass alles, was geboren wird, dem Wandel unterliegt, dem Altern, mit all den Herausforderungen des jeweiligen Lebens. Und wenn das Greifen weiterhin stark ist und das erste Glied der Kette, dieses mangelnde Gewahrsein, wenn diese Unwissenheit, die Folge all dieser Werdeprozesse ist, all dieser Gestaltungsprozesse. Wenn diese Unwissenheit weiter da ist, dieses mangelnde Durchschauen der prozesshaften Natur, dieses Fixieren auf etwas vermeintlich Solides, dann kommt es zu Kummer und Klagen, zu Verstrickungen. Und natürlich wird es immer wieder zu den karmischen Gestaltungen kommen mit der Identifikation an Name und Form. Die Kette setzt sich fort. Ein dynamisches Kreisen in immer wieder gleichen Mustern. Und dank des tiefen Durchschauens eines jeden Gliedes dieser Kette ahnen wir, dass sie überhaupt keine Substanz hat. Dass sie sich auflösen kann, weil jedes Glied sich auflösen kann. Keines dieser Glieder ist beständig. Solange Unwissenheit beteiligt ist, Greifen, gibt es keine Basis für Glück. Dann ist diese Kette nur Dukkha, unbefriedigend. Und so unbefriedigend wie das Erleben in diesen Kreisläufen ist, so ist es doch völlig substanzlos.
ohne Selbst und könnte jederzeit durch ein nicht greifendes, freies Gewahren ersetzt werden, abgelöst werden. Wir machen jetzt eine stille Pause bis 20 nach 10. Einige von euch möchten vielleicht noch im Nachklang dieser Meditation weitersitzen. Schaut, dass ihr euch selbst diese Stille gönnt oder einen Tee, einen Kaffee. Zunächst einmal herzlichen Dank und Glückwünsche zu eurer Geduld, durch diese lange Meditation, Kontemplation mit hindurchgegangen zu sein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie noch nie am Stück gemacht. Ich habe noch nie alle 12 Glieder so am Stück auf diese Daseinsmerkmale, diese 3 oder 4 Daseinsmerkmale hin untersucht und das in einer zusammenhängenden Folge gemacht. Das hat natürlich seine Vorteile, aber da die meisten von euch damit ja noch gar nicht so vertraut sind, geht das zu Hause nicht. Das könnt ihr euch nicht zumuten. Das könnt ihr vielleicht mal anhören, um nochmal so durchgeführt zu werden. Aber wenn man das selbst macht, und so habe ich es natürlich in meiner eigenen Praxis gemacht, dann sind jeweils einzelne dieser Glieder im Vordergrund und mit denen befassen wir uns, mit ihrem wahren Wesen. Ja, so ist es zum Beispiel das erste Glied, was ich erst zum Schluss erwähnt habe. Es ist ganz, ganz wichtig, zu einem erkennenden Verstehen zu kommen, dass Unwissenheit überhaupt keine Substanz hat. Das ist nicht irgendwie ein Mara, den es gibt, der existiert, sondern nur etwas, was wirkt. Eigentlich ist Unwissenheit, mangelndes Gewahrsein, ein Unbegriff. Beschreibt etwas, was es halt nicht gibt. Ja, das ist kein klares Sehen gibt von dem, was da ist. Also eigentlich können wir nur beobachten, ein mehr oder weniger klares Sehen von dem, was ist. Und wenn noch wenig gesehen wird von dem, wie es ist, dann nennt man das Unwissenheit. Und man kann es auch noch Unwissenheit nennen. Bis zur letzten Stufe vor der Buddhaschaft kann man immer noch von Unwissenheit sprechen, obwohl schon ein sehr weit entwickeltes Gewahrsein da ist. Eigentlich gibt es nur Abstufungen in mehr oder weniger Gewahrsein. Und dieses Gewahrsein, das ist ein Prozess, das ist ein Gewahren. Das ist nicht etwas, was man gebucht hat und dann ist es so, sondern eine Person, die schon gewahr war, kann dann wieder Zeiten erleben, wo weniger Gewahren der wahren Natur aktiv ist. Und diese Meditation, Kontemplation, die uns hier empfohlen wird, die ist dafür gedacht, dieses Gewahren der eigentlichen Natur, aller Prozesse, die da ablaufen und die uns in Leid verstricken, dieses Gewahren zu verstärken.
zu erhöhen. Das ist der Sinn der Geschichte. Der wichtigste Punkt in dieser Kette, wo wir einsetzen können, ist bei dem Greifen. Ja, anhaften, greifen. Haben wollen, nicht haben wollen. Da können wir direkt ansetzen. Das sind die Glieder 7, 8, 9. So. Da können wir etwas tun und das fängt mit den einfachsten Situationen beim Meditieren an. Und zwar, wir haben uns entschlossen zu meditieren und wir haben uns jetzt eine Zeit genommen, um zu meditieren. Und dann bemerken wir so eine Unruhe oder einen gewissen Schmerz, irgendwo etwas, was unangenehm ist. Und wir bleiben gelassen und entschließen uns mal für jetzt nicht zu reagieren. Wir haben so ein bisschen reagiert, wir würden gerne was verändern, aber dann entspannen wir diese Reaktion des Greifen, also des Vermeidenwollens. Wir entspannen sie und lösen uns daraus und können dadurch Erfahrung machen, dass so manches, auf was wir reagieren wollten, sich von selbst auflöst. Dass es sich nach kurzer Zeit erübrigt hat, überhaupt zu reagieren. Das Einfachste im körperlichen Erleben ist ein Jucken. Die meisten Juckreize lösen sich nach kurzer Zeit, ohne dass wir uns gekratzt haben. Aber selbst bei dieser lästigen Fliege, die einem übers Gesicht läuft, kann es sein, dass sie nicht ins Nasenloch kriegt, sondern einfach wieder davonfliegt. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Und wir brauchen ein wenig Geduld und Gelassenheit mit all diesen Impulsen, uns ständig zu bewegen. Dieses ständige Bewegen in der Meditation ist eine Ablenkung, die uns ein tieferes Wahrnehmen schwierig macht. Deswegen ist es gut, beim Meditieren schon mal diese Art des Greifens zu entspannen, die dazu führt, dass wir uns immer bewegen, dass wir nach der angenehmeren Position suchen. Wir nehmen die angenehmstmögliche Position ein, bleiben da einigermaßen entspannt, ohne einzurasten, also ohne uns zu verriegeln. Wir bleiben fließend da drin, aber dann ist gut. Den Rest entspannen wir, diese Impulse des Greifens, also des Verändern wollens, des Haben wollens und so, wir entspannen sie. Und das ist ja so leicht mit diesen körperlichen Impulsen. Es ist ja viel schwieriger, sich bei dem Gehörten in einer Diskussion, in einem Gespräch mit jemandem zu entspannen. Das bereiten wir vor, dass wir uns beim Meditieren schon mal mit all den Geräuschen entspannen, die um uns herum sind. Ja, es kommt zu einem Empfinden, zu einer Gefühlstönung. Glied 7 der Kette, ja, dass Gefühlstönungen entstehen, angenehm, unangenehm, das lässt sich kaum entspannen. Das ist für fortgeschrittene Meditierende möglich, aber das ist so etwas Schnelles, dass wir schon froh sein können, dass wir überhaupt merken, dass es zu einer unangenehmen Empfindung am Hinterkopf gekommen ist, wo ich dann in die Reaktion des Greifens und des Kratzens gegangen bin. Dass wir das merken, das ist toll. Darum geht es. Und wir entspannen all das Nachgeordnete, um nicht so zwanghaft unterwegs zu sein. Wir haben weniger Dukkha zu erleben, wenn wir solche Impulse entspannen können und nicht zwanghaft jedem Impuls des Haben-Wollens und Nicht-Haben-Wollens nachkommen müssen. Bloß weil es mich kurz mal gelüstet, einen Kaffee zu trinken, brauche ich nicht aus der Meditation aufzusteigen. Und wenn ich gerade keinen Kaffee im Haus habe, kann ich auch das Haben-Wollen von Kaffee entspannen. Ich brauche nicht einkaufen zu gehen. Und ersetzt bitte das Wort Kaffee durch irgendetwas, was euch wichtig ist. Ihr setzt euch zu meditieren und euer Blick fällt auf die ganze Unordnung um euch herum, ist kein Grund aufzustehen, um es ordentlich zu machen. Kein Grund.
Sinneswahrnehmung entspannen. Okay? Dieses Greifen, das ist so ein Wort, was der Buddha ganz oft benutzt hat. Manchmal wird es auch als Anhaften genannt, ja? Wobei Anhaften auch das Ablehnen beinhaltet, genau wie das Greifen, das Wegschieben wollen beinhaltet. Das zu entspannen wird im Grunde genommen zur Grundinstruktion der Meditation. Denn tatsächlich, wenn wir jetzt hinschauen, jetzt erkläre ich euch das Greifen noch einmal etwas breiter. Ich tue euch das jetzt mal an, dass ich nochmal alle 12 Glieder durchgehe und in jedem der 12 Glieder erkläre, wo das Greifen sitzt. Okay? Vielleicht freut euch das, vielleicht denkt ihr, ach nee, noch einmal. Aber es ist so wichtig, dass ihr das erkennt. Was das Bewusstsein, das Gewahrsein verschleiert und zur Unwissenheit führt, Glied Nummer 1, ist ein Greifen. Immer wenn ein Festhalten da ist, nach einem vermeintlichen Mittelpunkt des Erlebens, dann sind wir in Unwissenheit. Dieses Greifen nach dem vermeintlichen Zentrum und das Greifen nach dem vermeintlich anderen, also Subjekt und Objekt, als wären die getrennt, das ist Unwissenheit. Alle karmischen Muster, alle karmischen Gestaltungen, Glied Nummer 2, beruhen auf dieser subtilen Identifikation mit einem Ich, das etwas erlebt hat in der Vergangenheit und jetzt wieder das Erlebte entweder haben möchte oder nicht haben möchte, gestalten möchte, Gedanken, die auftauchen, die sich um diesen vermeintlichen Mittelpunkt drehen. Glied Nummer 3, die Identifikation mit Name und Form, also mit dem, was wir die 5 Skandhas nennen. Also Identifikation mit dem Körper ist ein Greifen. Identifikation mit dem, was da an Empfindung auftaucht, ist ein Greifen. Identifikation mit meinen Unterscheidungen, mit meinen Meinungen, mit meinen Erfahrungen ist ein Greifen. Identifikation mit heilsamen Geisteszuständen und mit nicht heilsamen Geisteszuständen, also nicht heilsamen Impulsen und heilsamen Impulsen, ist ein Greifen. Greifen nach Bewusstseinszuständen, was ich erlebe und das für real halten, das ist ein Greifen. Okay? Und weiter geht es. Aus diesem Greifen nach Name und Form, also meiner grundlegenden Identifikation, entsteht ein Greifen nach dem Erleben in den 6 Sinnestoren. Ich halte das für richtig zu sagen, dass ich sehe, dass ich höre, dass ich spüre. Und da ist wieder diese Dualität, da ist wieder diese Unwissenheit des Greifens nach einem vermeintlichen Subjekt, das sich der Sinnestore bedient. Und es kommt dann zu der Identifikation mit meinen Augen, meinen Ohren, meiner Nase und so weiter, meinem Körper, meinem Denken, meinem Geist. Ist alles mit drin. Ist schon krass, oder? Das Greifen setzt sich fort. Und dann im Kontakt, der dann entsteht durch irgendeines dieser Sinnestore, ich glaube, wir sind bei Glied Nummer 6 inzwischen, kommt es zu einem ergreifenden Kontakt, statt zu einem entspannten Erleben in den Sinnestoren, ohne Bezug auf ein Zentrum, habe ich ein Gefühl, mit etwas anderem in Kontakt zu sein. Und schon das Wort Kontakt drückt diese Trennung aus. Das wird durch ein Aufhören des Greifens sofort anders. Wenn das Greifen in der Sinneserfahrung aufhört, wird gesehen, wird gehört, wird gespürt und es ist kein Ich und Mein im Spiel. Es entstehen Erfahrungen von
unendlichen Freiräumen, in denen sich Erfahrungen in den Sinnestoren zeigen können und wieder auflösen, ohne dass es die nachfolgenden Reaktionen des Empfindens von angenehm, unangenehm gibt mit dem nachfolgenden. Ja, also auch ein erstes Greifen mit dem nachfolgenden Verlangen und Anhaften. Ja? All diese Formen des Greifens finden nicht mehr statt. Und da es diese Impulse des Greifens nach dem Erlebten nicht gibt, werden keine karmischen Muster erzeugt, also die Werdekräfte werden nicht in Gang gesetzt. All diese Werdekräfte sind nur Kräfte des Anhaftens und Greifens. Und der ganze Salat, der dann entsteht, mit Geborenwerden und Kummer und Leid, das ist alles Anhaften an Existenz und an Vergegenständlichen der verschiedenen Herausforderungen, die halt das Geborenwerden mit sich bringt. Jeder Kummer ist ein Greifen, jedes Klagen ist ein Greifen. Sich beschweren über Kranksein, sich freuen über Gesundsein, das Anhaften an Gesundheit ist ein Greifen. Ja, und all das ist also eine 12-gliedrige Beschreibung des Greifens. Okay? Jetzt sind wir durch. Jetzt könnten wir wieder mit Unwissenheit anfangen. Deswegen sind die verkürzenden Erklärungen zur Meditation, die sprechen immer davon, das Haften zu lösen, das Greifen zu lösen. Oft wird von Entspannen gesprochen, damit ist das gemeint. Damit ist nicht gemeint, dass man sich raus entspannt aus der Situation, sondern sich öffnet in ein offenes Gewahrsein, das frei ist von dieser Anspannung, von diesem Dukkha, von diesem all dem, was ich da jetzt beschrieben habe. Okay, das war jetzt nochmal so eine kleine Zusammenfassung, ausgelöst durch die Frage von Martina im Chat, die mir geschrieben hat, du, ich verstehe das mit diesem Greifen noch nicht so. Da habe ich gedacht, das dürfte auch anderen so gehen, dass es ganz gut tut, dass wir das mal ein bisschen ausführlicher beschreiben. Okay, waren wieder viele Worte, nicht wahr? Jetzt machen wir einfach so eine Meditation, ohne Inhalt. Okay? Wir gönnen uns jetzt ein nicht greifendes Sein. Es gibt nichts mehr zu verstehen. Wir können uns ganz öffnen in dieses einfache Sein, jetzt gerade.
Na, vielleicht können wir jetzt wieder ein bisschen weitergehen im Text. Schon so eine Sache, ne? Mit jeder dieser Meditationen ist eigentlich alles gesagt. Und da macht man immer noch weiter. Eigentlich eine Unsitte. Ich weiß nicht, das ist eine buddhistische Unsitte, glaube ich. Die machen einfach immer weiter. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die unsere karmischen Muster irgendwie durchbürsten wollen. Irgendwie so. Ne, dass es gerade weitergeht, bevor die sich wieder allzu sehr etablieren können, dass gerade die nächste Dosis kommt, ne, die nächste Dosis Unterweisung. Jetzt war es doch gerade so schön still. Und bevor sich so ein richtiges Anhaften an der Stille ausbreiten kann, geht es gerade schon wieder weiter. Aber wir können auch Stille erleben, ohne anzuhaften. Habt ihr ja vielleicht erlebt. Okay? Und wir können auch Bewegung erleben, ohne anzuhaften. Geht auch. Und ich würde euch sehr empfehlen, wenn die Worte zu viel werden, dann stellt den Ton einfach etwas leiser und stellt innerlich auf Durchzug. Ja? Dann sagt er, okay, vielleicht gibt es etwas in mir, was jetzt versteht, ohne allzu aufmerksam zu sein. Das ist nämlich auch möglich. Es gibt so ein Verstehen einfach durch Resonanz. Gar nicht so sehr, dass ich alles wiedergeben müsste, also können müsste, ja? Dass ich alles so intellektuell begriffen haben müsste. Es gibt so ein Mitschwingen. Und ich glaube, darauf setzen also vor allen Dingen diese tibetischen Lehrer, die ja dafür berühmt sind, dass sie immer viel zu viele Instruktionen geben, die setzen da drauf, und das hat Genjen damals auch gemacht, und wir haben so viele Instruktionen bekommen, die erst im Laufe des Lebens dann verstanden werden. Die so, wie als würden die Samen setzen, das sagen sie auch ganz explizit. Da werden Samen gesetzt des Verstehens, und diese Samen, die sind halbbewusst, unbewusst, und die gehen dann im Laufe des Lebens auf. Und ich erlebe das auch so. Dass ich jetzt hier so sitze und das so erkläre und euch da durchführe, das ist nicht eine Frucht des unmittelbaren Verstehens, als Genjen uns diese Dinge erklärt hat oder andere Meister, sondern das ist so allmählich gereift im Leben. Und ganz zu meinem eigenen Erstaunen. Es sind immer wieder Geschenke, dass wieder so weitere Dimensionen des Verständnisses sich zeigen. Und ich möchte euch ein bisschen von diesem Vertrauen mitgeben, dass das bei euch genauso sein wird. Dass die Dinge, die jetzt nicht verstanden werden, dass die durchaus nachreifen können. Das kann dann noch kommen. Hauptsache, wir bleiben am Ball. Ich glaube, das ist die wichtigste Voraussetzung, dass wir immer so ein bisschen am Ball bleiben. Dann passiert das schon. Ja, und da kommt jetzt ein nächster Punkt. Das ist auch wieder so eine große Formulierung. Da steht intellektuelle Analyse in Bezug auf Zutreffendes und Nicht-Zutreffendes. Das ist ein Riesenausdruck. Ja? Da ist eigentlich geht es hier darum, alle Kernaussagen des Dharmas daraufhin abzuklopfen, ob sie zutreffen oder nicht zutreffen. Eigentlich ist das der große Forschungsauftrag.
Klassischerweise wird das Zutreffende und Nicht-Zutreffende immer gleich damit verbunden, dass wir unterscheiden lernen zwischen dem, was auf der konventionellen oder bedingten Ebene der Wirklichkeit zutreffend ist und was letztendlich zutreffend ist. Und natürlich möchte ich euch das ein bisschen erklären. Da können wir die vielen Kernaussagen des Dharmas schon mal unterscheiden in die für die konventionelle Ebene des Seins, dieses bedingte Entstehen gemeint sind und dann für die letztendliche Natur dieses bedingten Entstehens. Und ihr müsst wissen, dass diese Aussagen zu dem Zutreffenden und Nicht-Zutreffenden natürlich entstanden sind im Kontakt mit anderen Lehren, mit anderen Traditionen, wo es immer darum geht, welche Behauptung ist zutreffend und welche nicht. Das waren die Debatten. Und ihr wisst vielleicht nicht, oder vielleicht habt ihr es aber auch schon gehört, dass sowohl die indische Tradition wie auch die tibetische Tradition extrem debattierfreudig war. Ja? Wenn die nicht einverstanden waren mit etwas, was sich als Anschauung verbreitete, dann haben die Person, die diese Anschauung verbreitete, zu einer Debatte herausgefordert. Und die Debatte, die wurde mit Einsatz geführt. Wisst ihr, was der Einsatz war? Der Verlierer erklärte sich jeweils bereit, dem Sieger als Schüler zu folgen und all seine Schüler und Schülerinnen mitzubringen. Das war ein hoher Einsatz. Es ging um viel. Also so eine Herausforderung in der Debatte war schon etwas, weil das bewirkte dann, dass bei anerkannter Niederlage, also wenn meine Argumente und und alles, was ich da ins Feld führen kann für meine Sicht der Dinge, wenn das widerlegt wurde, und es gab dann auch Schiedsrichter dafür, dass das dann richtige Konsequenzen für meinen weiteren spirituellen Weg hatte. Ich war dann gezwungen und auch auf authentische, ehrliche Art musste ich eingestehen, ja, okay, meine bisherige Sicht der Dinge ist nicht zutreffend, deswegen folge ich jetzt der zutreffenderen Sicht der Dinge. Und dieses Zutreffen und Nicht-Zutreffen, das ist also so, das ist ein Erbe, das die Dinge so zu beschreiben aus diesen debattierfreudigen buddhistischen und indischen, tibetischen Umgebungen. Und die beiden wichtigsten Punkte, worum es da geht, für unsere Eins und in der Diskussion mit anderen, waren, dass es in der konventionell beschriebenen Wirklichkeit, also was wir auch die relative Wirklichkeit nennen, da wo abhängiges Entstehen spürbar wirkt, dass heilsame Handlungen tatsächlich heilsame Auswirkungen haben und dass eine nicht heilsame Geisteseinstellung mit dem entsprechenden Denken, Reden und Handeln tatsächlich leidvolle Konsequenzen hat. Also was wir Karma nennen. Dieser Punkt war in der Diskussion mit anderen Traditionen unglaublich wichtig, weil es so wie heute auch damals Richtungen gab, die sagten, hat keine Konsequenz, wie ich handle, ob ich glücklich bin oder unglücklich, ist davon unabhängig. Diesen Zusammenhang kann ich nicht sehen.
oder kann ich nicht bestätigen, es gibt keinen solchen Zusammenhang. Natürlich ist es ein bisschen mühsam, diese Zusammenhänge aufzuzeigen, aber die buddhistische Tradition hat viel darauf verwendet, immer wieder diese Zusammenhänge aufzuzeigen. Und das nennt man das Erkennen dessen, was zutreffend ist auf der Ebene des abhängigen Entstehens. Also zum Beispiel, dass diese 12 Glieder abhängigen Entstehens von Leid, dass das durchaus zutreffend ist. Und dass man das in der Erfahrung verifizieren kann und dass man das in der Beobachtung von den Lebensläufen anderer Menschen auch verifizieren kann. Und dann gab es in diesem Bereich des Relativen, des Bedingten, gab es auch noch Diskussionen, was denn nun das Entscheidende ist. Ob es das physische Handeln ist oder das Sprechen, was die stärksten Auswirkungen hat, oder das Denken. Und schon seit der Zeit von Gautama Buddha behaupten die Buddhisten immer, dass das Denken das Wichtigste ist. Dass Karma vor allem im Geist erzeugt wird, weil wie wir sprechen und wie wir dann körperlich handeln, die Folge von dem ist, was im Geist passiert. Da wurden auch Diskussionen darüber geführt und Debatten, weil es auch Traditionen gibt, wo das physische Handeln im Vordergrund steht und nicht die Motivation, während die buddhistische Lehre eine Lehre der Motivation ist, also der Geisteshaltung, die allen anderen Handlungen vorangeht. Und so liegt es jetzt an uns, jetzt nicht diese Debatten nachzuvollziehen, sondern hinzuschauen und zu überprüfen, ob diese Behauptungen stimmen. Welche Behauptungen in unserer Umwelt eigentlich stimmen, wenn Menschen sagen, du kannst dich verhalten, wie du willst. Glücklich wird der Stärkere, der sich durchsetzt. Ne? So nach dem Motto America First. Ja? Das macht glücklich und wir sind glücklich, wenn wir uns auch mit gewisser Rücksichtslosigkeit durchsetzen. Das ist ja durchaus gängig, das ist ja jetzt nicht, der amerikanische Präsident ist ja jetzt nicht Erfinder dieser Haltung, sondern ein, wie man so sagt bei uns, ein gesundes Konkurrenzverhalten. Hat noch niemandem geschadet. Ne? Behauptet man so. Ellbogenmentalität, ne, die unseren Kindern zum Teil schon und unseren erwachsen werdenden Kindern in ihrer Berufsausbildung beigebracht wird. Also übertragen wird durch Vorbild auch. Rivalität, Konkurrenz, Wettbewerb, der nicht mehr sportlich ist, sondern wo es ums Siegen geht und wo man sich darüber freut, wenn eine Konkurrenzfirma in Konkurs geht. Ja? Also das ist so drin in unserer Kultur, dass man diese Behauptung doch mal untersuchen sollte, ob das stimmt, ob sie recht haben oder nicht. Das ist nicht so einfach, denn vordergründig scheint es denen ja erstmal besser zu gehen. Ja? Besser gehen wird auch mit Glück gleichgesetzt. Ist das Glück oder was passiert eigentlich im Geist derer, die sich mit Ellbogen und Rücksichtslosigkeit durchsetzen und die sich an der Schwäche ihrer Konkurrenten freuen? Was passiert da eigentlich wirklich? Werden die glücklicher oder nicht? Ihr merkt schon an der Art, wie ich die Frage stelle, dass ich da eine vorgefasste Meinung habe, aber ich habe es versucht zu überprüfen. Ja? Und ich überprüfe es immer wieder. Und das ist die Aufgabe, zu untersuchen, was im Relativen zutreffend ist. Und jetzt möchte ich mit euch in den letztendlichen Bereich hinüberwechseln. Das ist ganz einfach heute, weil wir ja schon die 12 Glieder des abhängigen Entstehens im Hinblick auf ihre letztendliche Natur untersucht haben. Deswegen ist heute das ganz einfach, diese Unterweisung jetzt zu geben über das Zutreffende und Nicht-Zutreffende aus tieferer Sicht, aus das, wo es um die wahre Natur dieser Erfahrung geht.
Tatsächlich sind Glück und Leid nicht substanzhaft. Glück und Leid und alle Glieder des abhängigen Entstehens, genauso wie das Greifen, wie die Unwissenheit, aber auch wie die Erleuchtung, all das, wenn wir uns das anschauen, also alle Phänomene, alle Aspekte unseres Erlebens, haben es gemeinsam, dass sie dynamisch sind. Ein besserer Ausdruck für unbeständig. Unbeständig bedeutet, dass die Illusion der Beständigkeit entlarvt wird als nicht zutreffend und dass es zutreffend ist, von allen Phänomenen unseres Lebens als dynamisch zu sprechen, als ohne Wesenskern. Und dass es zutreffend ist, dass wenn wir denken würden, da wäre was Beständiges, da wäre eine beständige Basis für Glück, dass das eben nicht zutreffend ist, weil sich etwas, was sich unter dem Einfluss von Bedingungen wandelt, eben keine verlässliche Basis für Glück und Frieden sein kann. Okay? Kleine Klammerbemerkung. Frieden in Europa und auf der Welt ist immer ein dynamischer Frieden. Er muss immer neu entstehen. Es gibt keinen gepachteten Frieden. Frieden ist von Bedingungen abhängig. Und wenn sich die Bedingungen ändern, müssen wir uns neu darum bemühen, dass wieder stärkere Bedingungen für Frieden entstehen. Okay? Man kann Frieden nicht einklagen. Man muss immer wieder die Bedingungen dafür entstehen lassen. Und so ist es mit allem anderen, mit Glück und alles ist dynamisch. Alles ist dynamisch. Ist das zutreffend oder nicht? Ist alles, was wir erleben, ohne Wesenskern? Gibt es da irgendwo ein Etwas, das man greifen könnte? Oder ist es zutreffender zu sagen, alle Phänomene sind von leerer Natur? Und bitteschön, den Geist nicht ausklammern. Gibt es den Geist? Oder ist der Geist auch nur eine Idee und ein nicht greifbares Erleben? Das ist das Unterscheiden des Zutreffenden vom Nicht-Zutreffenden im Hinblick auf das letztendlich Wahre. Also da geht es um einen tieferen Blick. Ja, auf der bedingten Ebene kann man sagen, der Geist ist der Vorreiter aller Handlungen. Und man tut so, als ob es einen Geist geben würde, als ob es Handlungen geben würde. Und einen Handelnden. Aber letztendlich lässt sich weder ein Geist finden, noch einen Handelnden, noch jemanden, der das Karma erlebt, niemanden, der wiedergeboren wird. Ja, letztendlich lässt sich das nicht finden. Und das ist ein Beitrag der buddhistischen Lehre zur Menschheitsgeschichte, diese feine Differenzierung hinbekommen zu haben, das relativ Bedingte und das Letztendliche zum einen getrennt darstellen zu können, aber dann auch zu beschreiben, wie sie eins sind. Wie das Bedingte, das abhängig Entstehende in seiner Dynamik ja selbstverständlich leer sein muss, weil sonst könnte es ja gar nicht dynamisch sein. Kräfte könnten ja gar nicht wirken, wenn die Dinge Substanz hätten. Dann würde es ja ständig blockieren an der Substanzhaftigkeit unseres Seins. Und dieses Verwobene von Relativem und Letztendlichem ist ein unglaublicher Beitrag der buddhistischen Meister, Philosophen zur Menschheitsgeschichte. Und für uns ist es ein Beitrag für unseren Weg der Befreiung. Jetzt müsste ich eigentlich mit euch eine analytische Meditation hierzu machen. Wisst ihr was? Darauf verzichte ich. Das haben wir schon gemacht. Oh, sagt die Christine. Oh. Ich habe dich gesehen. Also, schaut mal, das machen wir doch die ganze Zeit. Wir haben doch jetzt schon einige Meditationen gemacht, diese Aussagen zu überprüfen.
Gerade die letzte mit den 12 Gliedern des abhängigen Entstehens. Wir haben uns doch schon angeschaut, wie weit man da gehen kann, jedes dieser 12 Glieder abzuklopfen darauf, was es denn letztendlich damit auf sich hat. Und wir haben sie auch auf der konventionell bedingten Ebene uns angeschaut. Das muss gestern gewesen sein oder vorgestern. Wie das eine zum anderen führt und wie das quasi Automatismen sind, wenn kein Gewahrsein da ist und wenn es nicht zu einer Entspannung, einer Nicht-Identifikation kommt. Und diese analytische Meditation, also diesem Geschmack der Analyse, den wünsche ich euch, dass er euch immer begleitet beim Meditieren. Okay, und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann können wir ja so einen Hauch von analytischer Meditation des Relativen und des Letztendlichen jetzt gerade mal praktizieren. Aber wirklich nur einen Hauch, damit es nicht zu intensiv wird für euch. Ja, also nicht zu viele Worte. Weil die Worte habe ich jetzt schon gemacht. Jetzt tippe ich das nur noch mal kurz mit kleinen Instruktionen beim Meditieren an. Okay? Um euch den Zusammenhang noch deutlicher zu machen. Also, ich nehme mir vor, aber weiß nicht, ob ich das dann halte, dass es kurz geht. Also vielleicht nur 10, 15 Minuten. Das habt ihr jetzt dem O zu verdanken von der Christine. Bedingtes Entstehen auf der konventionellen Ebene ist, dass wir in dem Moment, wo wir nichts mehr vorhaben und nach nichts mehr greifen, größere Ruhe und Weite erleben. Letztendlich hat weder das Greifen, noch der Greifende, noch das, wonach gegriffen wird, irgendeine Substanz. Subjekt, Objekt und Handlung des Greifens sind gleichermaßen leer. Das ist die letztendliche Ebene. Das heißt, ihr könntet jetzt mal schauen, ob es zutrifft, ob ihr einen Gedanken erzeugen könnt. Das wäre Ausdruck des Greifens, des dualistischen Erzeugens und gleichzeitig der illusorischen Natur dieses Denkens gewahr seid. Schaut doch mal, ob das geht. Und wenn ich jetzt spreche, macht das weiter. Im Hören seid euch des bedingten Entstehens von Hörwahrnehmungen und von Verständnis bewusst und gleichzeitig der nicht fassbaren Natur dieses Hörens und Verstehens. Und um euch den Gefallen zu tun, das üben zu können,
spreche ich noch ein paar sinnlose Worte weiter. Und auch die Stille ist bedingt, entstanden. Wir könnten sie vergegenständlichen und gleichzeitig sind wir der nicht fassbaren Natur der Stille gewahr. Das war die Gleichzeitigkeit von relativer, bedingter, konventioneller Wirklichkeit und letztendlicher Wirklichkeit. Kräfte wirken und haben zugleich keine Substanz. Sonst würden wir sie ja nicht Kräfte nennen. Vielen, vielen Dank. Das war es auch schon. Zutreffendes überprüfen wir, indem wir uns fragen, stimmt das so in meiner Erfahrung? Nicht Zutreffendes, stimmt es nicht? Kann das meine Erfahrung nicht bestätigen? Und dabei untersuchen wir jeweils das Relative und seine wahre Natur. Und das machen wir ständig, bei allem, was wir erleben. Pausenzeit. Schöne gute Pause machen wir jetzt bis 11:30 Uhr. Krasse 18 Minuten Pause. Wir beginnen jetzt mit einer weiteren Zusammenstellung von Meditationsobjekten, und zwar zum Reinigen emotionaler Verstrickungen. Seite 48 in dem provisorischen deutschen Text und Seite 50 im englischen Text von Elizabeth. Und ich möchte es wieder so versuchen zu erklären, dass es dass die Tiefe, die da gemeint ist, auch zum Ausdruck kommt. Das erste ist, da wird geschrieben, fokussieren auf Rastlosigkeit und Ruhe bedeutet, sich auf die Daseinsbereiche der Begierde, Form und Formlosigkeit bis hin zu den Sphären des Nichts, was auch immer auszurichten. Also die Meditation des formlosen Bereiches, wobei die niederen Bereiche vergleichsweise rastlos und die höheren vergleichsweise ruhig sind. So, traditionell, wenn man diese Erklärung bekommt, ist das eine Meditation über
die verschiedenen Daseinsbereiche und all das, was man in Samsara so an Orten der Wiedergeburt erfahren kann. Ist für uns jetzt ein bisschen hypothetisch. Wir sind nicht damit groß geworden, an diese verschiedenen Daseinsbereiche zu glauben. Wir haben keine direkte Erfahrung davon. Aber okay, äußerlich ist es so, dass wenn ich darüber kontempliere, wie es in den verstrickten Geisteszuständen ausschaut, also überall da, wo starkes Greifen stattfindet, dann wird offenkundig, dass der Geist dort nicht zur Ruhe kommt. Es wird offenkundig. Ich brauche nur die Menschen zu betrachten. Überall da, wo die Ich-Bezogenheit stark ist, wo diese typisch menschliche Rastlosigkeit zu bemerken ist, wo Menschen immer ihr Leben noch besser machen wollen, unzufrieden sind, da kommt keine Ruhe rein. Ruhe findet man nur dort, wo Menschen oder Tiere auch mal sein können, ohne etwas vorzuhaben und ohne gleich in Dumpfheit und Schläfrigkeit zu verfallen. Weil das ist sehr, sehr leicht zu sehen im Tierbereich. Ja, Tiere können ruhig sein, Katzen und Hunde bei uns zu Hause, aber dann schlafen sie meistens, dann pennen sie oder sind so halb wach. Aber so Ruhe bei klarem Bewusstsein, ja, das erlebe ich, das erlebt ihr, wenn das mit dem Meditieren beginnt, so ein bisschen freier zu werden. Und tatsächlich sind diese Dhyanas, diese tiefen Meditationen, sind besonders ruhige Geisteszustände. Und wir können so diese erste Kontemplation, die dazu dient, uns auszurichten auf ein ruhigeres und friedvolleres Sein. Diese ersten Kontemplationen, die können wir untermauern, unterlegen durch unsere Meditationserfahrungen. Und ja, es entsteht eine Sehnsucht nach ruhigerem, friedlicherem Sein. Und dieses friedliche, ruhigere Sein wird möglich durch Heilsames, indem wir die heilsamen Geisteszustände und heilsames Handeln kultivieren. Dieser Zusammenhang ist Buddhisten sehr geläufig, weil sie so groß werden, aber alle, die in buddhistischen Ländern aufwachsen, wissen, sind überzeugt davon, dass heilsames Handeln, speziell wenn wir diese 4 Unermesslichen kultivieren, die auch Brahma-Viharas genannt werden, dass die zu den Wiedergeburten in den ruhigeren, friedvolleren, offeneren Daseinsbereichen des Universums führen. Lasst uns eine kleine Kontemplation machen dazu. Lasst uns so ein bisschen zurückgelehnt unseren inneren Blick über die verschiedenen
Bereiche des Daseins gleiten lassen, sodass wir so einfach mal so, wo ist eine inspirierende Ruhe, ein inspirierender Frieden in dieser Welt zu finden? Lasst mal die inneren Bilder entstehen, ruhig verschiedene Bilder von Daseinszuständen, also Erlebnisbereichen, die ihr anziehend findet. Wo ist wirkliche Zufriedenheit? Wo habt ihr schon mal offenen Geist erlebt? Und kontempliert mal, ob ihr Wege kennt, euch länger in diesen beglückenden, zufriedenen, geistigen Dimensionen aufzuhalten. Wenn ihr jetzt völlig frei wärt und diesen Zugang nutzen könntet, wo würdet ihr gerne sein und wie würdet ihr gerne dort sein? Aus buddhistischer Sicht wäre das so unsere Vision von dem Dasein, das wir erstrebenswert finden. Und jetzt stellen wir uns den Kontrast dazu vor. Unruhe, Rastlosigkeit, unzufriedenes Sein, getriebenes Sein. Wo kennt ihr das? Wo könnt ihr das beobachten? Wo kennen wir das in uns? Wo kennen wir das bei anderen? Und wo möchten wir auf keinen Fall wiedergeboren werden? Das heißt, welche Situation möchten wir tunlichst vermeiden? Und kennt ihr da auch die Zusammenhänge,
wisst ihr, durch welche Geisteshaltungen wir uns in solche Rastlosigkeit verstricken, in solche Unzufriedenheit? Lasst uns diese Kontemplation mit einem inneren Entschluss oder einem inneren Versprechen uns selbst gegenüber beenden, uns das wirklich zu schenken, möglichst viele Kräfte in uns freizusetzen, die ein glücklicheres, ein zufriedeneres Sein ermöglichen. Und diese Kräfte, die uns unruhig und rastlos machen, nicht weiter, nicht unnötig zu nähren. Und lasst uns das schon mal konkret anvisieren für den Rest des Tages heute. Dass wir mit unserem Wissen über die Faktoren, die zur Ruhe und Zufriedenheit und Öffnung beitragen, dass wir mit unserem Wissen tatsächlich auch in diese Richtung gehen, soweit uns das Leben das halt erlaubt. Auch wenn wir vielleicht noch einiges an Aufgaben zu erledigen haben, vielleicht können wir das ja mit einer Geisteshaltung machen, die inneren Frieden ermöglicht. Ganz vielen Dank für diese kleine Kontemplation miteinander. In dem buddhistischen Universum nennt man diese Art zu kontemplieren, sich auf die höheren Daseinsbereiche ausrichten. Das ist der erste Schritt. Dass wir vernünftig werden und nicht mehr die Ursachen für die niederen Daseinsbereiche schaffen. Also für ein ständiges, wie soll man sagen, an sich verstricken in nicht heilsamem Handeln, Töten, Lügen, alles Mögliche, ja, alles was dazu gehört. Also der krasse Egoismus, der dann dazu führen könnte, dass wir nicht einmal mehr die guten Bedingungen eines Menschendaseins erfahren werden. Und dass wir auch ohnehin keinen Zugang zu den subtileren Meditationen finden oder gar zu einer Wiedergeburt in diesen meditativen Bereichen. Also diese Motivation schon mal zu stärken, sich aus dem Schlamassel des richtig verstrickten Erlebens in das weniger verstrickte, deutlich zufriedenere oder sogar richtig glückliche Erleben hineinzubringen. Das wäre schon mal toll. Das ist sinnvoll, weil es dann alle weiteren Schritte erleichtert. Es ist leichter, den Dharma zu praktizieren, mit den Restherausforderungen eines einigermaßen zufriedenen menschlichen Lebens. Das sind immer noch genug Herausforderungen, das kennt ihr ja. Und die nächste Kontemplation hier, das Fokussieren auf die 4 edlen Wahrheiten, das macht dann den nächsten Schritt. Diese Bereiche der
Begierde, also der Bereich des Anhaftens an Sinneserfahrungen, an freudvollen, angenehmen Sinneserfahrungen und die Bereiche des meditativen Verweilens in subtiler Form mit Lichtkörpern und im formlosen Bereich, ohne überhaupt einen Lichtkörper zu haben, einfach nur in diesen Dimensionen, wo der Geist weit wird wie der Raum und, immer subtiler, bis man gar nicht mehr von Wahrnehmung sprechen kann. Diese Bereiche, die sind sehr entspannte Bereiche, aber sie haben alle ein Ende und sie sind noch nicht Befreiung. Und jetzt der nächste Schritt ist zu sagen, wie komme ich aus diesen glücklichen, zufriedenen Erfahrungen in echte Freiheit. Das ist die nächste Kontemplation. Und da hilft uns ein tiefes Gewahrwerden der 4 edlen Wahrheiten oder der 4 Erkenntnisse, die alle Erwachten machen, die allen beim Erwachen zuteil werden, die sich uns offenbaren. Diese 4 Wahrheiten sind euch gut vertraut. Die Wahrheit davon, dass auch in diesen glücklichen Geisteszuständen, dass selbst dort subtile Spannung zu finden ist oder ganz offenkundige Anspannung. Die Wahrheit, dass die Ursache von dieser Anspannung, von diesem Dukkha, von diesem Stress in einem gröberen oder subtilen Greifen liegt, in einer feinen Identifikation und in diesen Mechanismen des Beobachtens, des sich nicht ganz vergessen wollens, nicht ganz vergessen Könnens, immer noch ein wenig Ich, selbst in der Meditation der formlosen Bereiche. Die 3. Wahrheit ist die Ahnung, dass es komplett freie Geisteszustände gibt und auch zu wissen, dass andere darüber sprechen, dass es ein Erwachen gibt, ein Ende von Leid und ein Erwachen des innewohnenden Potenzials. Und dass wir als 4. edle Wahrheit tatsächlich auch einen Weg kennen. Dieser berühmte 8-fache Weg, den alle gehen, die auf dem Weg des Erwachens sind, aber der dann so detailliert, so fein noch beschrieben werden kann, so wie wir es jetzt gerade in diesen Unterweisungen tun, wo wir auf der Basis des heilsamen Verhaltens uns in Meditation üben, zu tieferen Einsichten kommen, diese Einsichten, die unsere Sicht, unsere Geisteshaltung wieder verändern, wodurch sich das heilsame Verhalten wieder ändert, unsere Meditation verfeinert und zu immer weiteren Erkenntnissen, Einsichten führt. Das ist so zusammengefasst der Weg. Und diese 4 edlen Wahrheiten, die gilt es jetzt in Bezug zu setzen. Und da sagt der Text, dass wir da 16 Meditationsobjekte haben. Und je nachdem, welche Art störender Emotion am stärksten ist, wird zu jeder der 4 Wahrheiten schwerpunktmäßig auf einen ihrer 4 Aspekte meditiert. Vergänglichkeit, Leid, Leerheit und Abwesenheit eines Selbst, was die Wahrheit des Leidens angeht. Ursache, allumfassendes Entstehen und Unerbittlichkeit im Entstehen und bedingtes Entstehen, was die Ursachen von Leid angeht. Aufhören, Frieden, umfassende Freude, wahre Befreiung, was die Wahrheit des Aufhörens von Leid angeht. Und Pfad, Gewahrsein, Praxis und Befreiung, was die Wahrheit des Pfades angeht. Das sind 16 Aspekte, alle sind sie wieder anders, in Bezug auf diese 4 edlen Wahrheiten. Und das hört sich an, als ob ich da heute Nachmittag eine Menge Zeit mit verbringen könnte. Nicht wahr? Wir beschließen jetzt den Vormittag mit einer einfachen Kontemplation,
zu diesen, oder Meditation zu diesen 4 edlen Wahrheiten. Und das, was jetzt kommt, diese einfache Art, darüber zu meditieren, muss ich euch sagen, das ist das, was ich ständig meditiere. Das begleitet mich mein ganzes Leben und nie wird Meditation anders sein. Schließt ruhig der Einfachheit halber die Augen, um besser spüren zu können, oder zumindest schaut nicht unbedingt auf den Bildschirm, denn dort ist die Wahrheit nicht zu finden. Immer wenn es beginnt zu meditieren, wenn dieser Geistesstrom beginnt, achtsamer, gewahrer zu werden, dann ist das Erste zu spüren, na, wo ist denn noch eine Restspannung zu spüren? Wo ist jetzt gerade ein wenig Dukkha zu spüren? Ein wenig Rastlosigkeit, ein gewisses Streben. Ein kleines Greifen. Ein unnötiges Beobachten. Und schon geht das meditative Gewahrsein ein Stück weiter und fühlt hin, na, was sind denn die bemerkbaren Ursachen dieser noch zu bemerkenden Anspannung. Und die dritte edle Wahrheit kommt hinein als ein Hinspüren, ob es da eine Alternative gibt. Wäre es wohl möglich, ohne diese Anspannung zu sein? Und die vierte Erkenntnis ist bei uns das Erahnen, was der Weg sein könnte. Wie wäre es wohl möglich und wie kann ich das jetzt umsetzen, diese unnötige Restspannung zur Auflösung zu bringen, sich auflösen zu lassen. Kleiner Tipp: Es hilft immer, den Blick auf denjenigen oder diejenige zu richten, die da irgendetwas auflösen möchte.
Oder zu sehen, das, was wir da auflösen möchten, dass das keine Substanz hat. Und noch ein Tipp. Es hilft immer zu vertrauen, dass sich das alles von selbst befreit. Und schon kommen wir ans Ende dieser kleinen, aber sehr wichtigen Meditation. Lasst uns gemeinsam widmen. Ach, wisst ihr, jetzt widmen wir mit Om Mani Padme Hum. Ein bisschen singen. Und dabei denken wir an alle die Lebewesen, die in irgendwelchem Greifen feststecken, in denen es so gut tun würde, Zugang zu ihrer eigenen Buddha-Natur zu finden. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Vielen Dank. Ich grüße eure Buddha-Natur. Bis heute Nachmittag. Ich spreche heute Nachmittag mal die Zuflucht und die 4 Unermesslichen auf Deutsch. Bis zur Erleuchtung nehmen wir Zuflucht zu Buddha, zum Dharma und zur höchsten Gemeinschaft.
mögen wir durch die positive Kraft der Praxis von Freigebigkeit und der anderen befreienden Qualitäten zum Wohle aller Lebewesen das vollkommene Erwachen verwirklichen. Mögen alle Lebewesen glücklich sein und die Ursachen des Glücks besitzen. Mögen wir frei von Leid und dessen Ursachen sein. Mögen wir nie von der wahren, leidfreien Freude getrennt sein. Mögen wir bei nah und fern frei von Anhaften und Ablehnen in großem Gleichmut verweilen. Peden Sabe Lama Rinpoche, Dagi Chiwa, Peden Den Shola, Kaden Shempen Gone Jesonte, Kusonto Genen Jumsandus. Kostbarer, segensreicher Wurzelguru, der du auf meinem Kopf, auf einem Sitz aus Lotus und Mond weilst, bitte gewähre in deiner liebevollen Güte den Segen von Körper, Rede und Geist des Erwachens. Wir machen heute Nachmittag etwas Besonderes. Wir nehmen uns Zeit, so wie Dakottashinamya das hier andeutet, die stufenweise Meditation der 16 Aspekte der 4 edlen Wahrheiten vorzunehmen. Wir hatten das bereits angesprochen. Er schreibt dort, das Fokussieren auf die edlen Wahrheiten beinhaltet 16 Meditationsobjekte, die jeweils einen Bezug haben zu einer der 4 edlen Wahrheiten. So wird im Hinblick auf die Wahrheit des Leidens zum Beispiel der Aspekt der Vergänglichkeit betrachtet und so weiter. Und dieses und so weiter habe ich euch gerade in den Chat hineinkopiert, beziehungsweise werdet ihr später als Fußnote in der deutschen Übersetzung finden. Das sind die klassischen 16 Aspekte, 4x4, die im Hinblick auf die bekannten 4 edlen Wahrheiten meditiert werden. Und obwohl das jetzt gerade extrem technisch sich anhört, ist das überhaupt nicht technisch, sondern von unglaublicher Praxisrelevanz. Und vermutlich machen wir daraus 4 Meditationen heute Nachmittag. Jeweils eine zu einer der 4 edlen Wahrheiten. Okay? Und ihr braucht auch gar nicht auf diesen Text zu schauen, denn ich führe uns da durch. Und ich möchte uns so da durchführen, dass die Relevanz in der Praxis für alle offenkundig wird. Es sind viele Worte, ich versuche dann auch ein bisschen Stille zu lassen, aber es wird selten sein, dass ihr irgendwo diese so kompakte Meditation der 4 edlen Wahrheiten finden könnt. Deswegen dachte ich, nehmen wir uns die Zeit dafür. Macht es euch bequem, richtet es euch ein. Wir haben die
einfache Meditation, diese stete Meditation, die immer da ist, zu schauen, welche Anspannung, welcher Stress gerade da ist, ob sich das noch reduzieren lässt, ob da eine Alternative möglich ist und welchen Weg ich da gehen kann. Das haben wir vorhin gemacht, zum Schluss des Vormittags. Und jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Wir beginnen mit der allgemeinen Vorbereitung. Sammeln uns nach innen hin, also ohne den äußeren Sinneseindrücken allzu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann gehen wir auf unsere Forschungsreise. Zunächst zur ersten Wahrheit von der Gegenwart von Dukkha, Stress, Leid, Anspannung, in allen Bereichen Samsaras, in allen bedingten Daseinsbereichen. Wir beginnen mit dem offenkundigen Leid oder Stress. Dort, wo wir etwas unangenehme Empfindungen haben. Irgendwo, wo vielleicht im Körper die Verdauung nicht so gut funktioniert. Vielleicht gibt es einen leichten Kopfschmerz. Vielleicht stört uns ein Geräusch. Vielleicht haben wir gerade mühsam ein Problem auf die Seite getan, was noch subtil nachwirkt. Vielleicht sind es auch einfach die Leiden des Älterwerdens, der Verlust von Angehörigen und Freunden. Stress in irgendeiner Form. Und wir kontemplieren als Antwort darauf, wie vergänglich, wie unbeständig diese verschiedenen Erfahrungen sind.
wie vergänglich das Erleben von Dukkha ist, die Erfahrung von Leid durch Unangenehmes. Je nachdem, wie stark wir diese Unbeständigkeit des Unangenehmen sehen können, wird sich unser Stress ein wenig lockern oder sogar auflösen. Wenn wir erkennen, dass all das ohnehin vorbeigehen wird, dann hören wir auf, dagegen zu kämpfen. Wir kämpfen nicht mehr so stark dagegen oder gar nicht mehr. Schaut mal, ob ihr das irgendwo in eurer jetzigen Erfahrung zur Anwendung bringen könnt. Es gibt bestimmt etwas subtil oder deutlich Unangenehmes. Diese Form der Anspannung durch unangenehm Erlebtes ist relativ leicht zu spüren. Wir gehen jetzt ein wenig subtiler auf die Suche nach unserer Anspannung aufgrund von angenehmen Erfahrungen. Leid, das durch ein feines Haften, ein Haben-Wollen von Angenehmem entsteht. Schaut mal, ob ihr da fündig werdet. Und wenn es nur das Gefühl ist, gerade sehr befriedigend geschlafen zu haben, oder die Nachwirkung von etwas Angenehmem noch zu spüren, oder der Wunsch, so ganz im Dharma aufzugehen, was es auch immer ist bei euch. Manchmal ist es nur das Verlängern wollen eines angenehmen Ausatems. Das Halten wollen einer angenehmen Stellung, Sitzhaltung. Ein feines Haften an dem Gefühl, dem angenehmen Gefühl, die Augenlider geschlossen zu haben.
oder der Wunsch, der Tag möge etwas länger dauern. Hier bringen wir unser Gewahrsein hinein, dass diese bedingten Erfahrungen nicht wirklich eine befriedigende Basis für Glück darstellen, für anhaltendes Glück. Ja, sie sind angenehm, doch jedes Haften darin erzeugt wieder subtile Anspannung. Auch sie werden vergehen. Und wir üben uns in der Kunst, uns daran zu erfreuen, ohne zu haften. Durch das Loslassen in diesen beiden Bereichen, im Unangenehmen wie im Angenehmen, kann tiefe Entspannung entstehen. Ganz ruhig gesammelter Geist, wo wir kein Anhaften mehr spüren. Und hier richtet der Buddha unsere Aufmerksamkeit auf die ganz feine Anspannung des Beobachtens, des Identifiziertseins mit unserem Sein, mit unserer Meditationserfahrung. Mit diesem als neutral empfundenen Seinszustand, wo wir zunächst gar keine Anhaftung, gar keinen Stress, gar kein Leid bemerken.
dieser subtile Stress, der kann sich lösen, wenn wir die Abwesenheit eines Selbst im Meditierenden erkennen. Die Abwesenheit von einem Jemand, von einem Wesenskern in all diesen Erfahrungen. Und so könnten wir hinübergleiten aus den Dhyanas, den tiefen Versenkungen, in ein noch freieres Sein. Ein Sein ohne Mittelpunkt, ohne Haften an einem selbst. In dem es sein könnte, dass wir zwar erkannt haben, dass es kein Selbst in dieser Person gibt, aber uns die Vielfalt der Phänomene in dieser Welt noch ein gewisses Unbehagen auslösen. Wir noch nicht ganz entspannt sind mit den vielen Situationen in den verschiedenen Daseinsbereichen. Und dieser Stress, dieses Leid löst sich auf durch das Erkennen der leeren Natur aller Phänomene. Ja, ganz vielen Dank. Das war schon die erste Meditation. Ein paar Erklärungen dazu. Es hieß doch, dass je nach dominantem Klesha, je nach dominanter beeinträchtigender Emotion, wir einen dieser Aspekte in den Vordergrund stellen. Schaut, das Leid aufgrund von unangenehmen Empfindungen, das löst Ablehnung, Abneigung, Ärger hervor. Nicht haben wollen. Das ist die dominante Emotion, ist Irritation. Das Haften an Angenehmen, die zweite Form von Leid, das ist eher Begierde, ja, das ist haben wollen. Länger haben wollen, mehr haben wollen, wiederholen wollen, ja. So, wenn das dominant ist, dann brauchen wir mehr diese zweite Form der Kontemplation. Diese zweite Kontemplation, die ist überhaupt zu bemerken, dass das Angenehme, dass es sich nicht lohnt, danach zu greifen, weil es ist nicht fassbar und überhaupt, je mehr wir danach greifen, desto schneller löst es sich auf.
Das kennen wir aus Beziehungen. Wenn wir nach einer Beziehung, in einer Beziehung, wenn wir nach dem Angenehmen in einer Beziehung greifen, ist der Anfang vom Ende. Besser, ja, besser innere Freiheit praktizieren. Ja, dieses Greifen, das ist bereits das Ende der wunderschönen Entspannung, die bewirkt, dass es so angenehm ist. Okay, deswegen, das ist das Zweite. Ja? Die zweite Form von Leid ist vorwiegend Begierde. Und dieses subtile Leid des Beobachtens, noch subtil kontrollieren wollens in den Meditationszuständen, den vermeintlich neutralen Geisteszuständen, die weder angenehm noch unangenehm sind, das ist eigentlich Unwissenheit. Okay? Das ist ein mangelndes Gewahrsein, wie es tatsächlich ist. Immer noch die Illusion, da wäre ein Subjekt, das eine Meditationserfahrung hat und ein bisschen getrennt ist von dieser Meditationserfahrung. Völlig im Erleben aufgehen zu können, ist dann die Erfahrung des Erwachens. Und im Erwachen, da gibt es tatsächlich, je nach Praktizierenden, gibt es noch weitere Entwicklungen, die werden auf den Bodhisattva-Stufen beschrieben, dass wir zwar völlig gewiss sind, dass es das Ich von mir selbst gar nicht gibt. Das würde uns nie mehr einfallen, das zu behaupten. Wir kriegen auch das alte Ich-Gefühl gar nicht mehr zurück. Aber mit dem, was da so an Sinneseindrücken und Herausforderungen in der Welt auf uns einstürmt, wie wir manchmal das Gefühl haben, was uns da bewegt und herausfordert, da sind wir noch nicht so ganz at ease, noch nicht ganz so entspannt. Und da braucht es ein wachsendes Verständnis der leeren Natur aller Phänomene. Das hatten wir schon so ein bisschen, alle Sinneserfahrungen, alle Gedanken, alle Emotionen, die Emotionen anderer genauso. Lebewesen dürfen nicht mehr vergegenständlicht werden, sondern müssen ihrer leeren Natur erkannt werden. Samsara muss durch und durch durchdrungen werden von der Erkenntnis der leeren Natur. Und dann kommt es zur Einheit von Samsara und Nirvana. Also wir haben es mit der vierten Kontemplation, haben wir es mit einem weiteren Auflösen verbleibenden mangelnden Gewahrseins zu tun. Okay? Das waren die 4 Stufen des Meditierens der ersten Wahrheit, jeweils schon mit der entsprechenden Lösung, warum diese Art der Kontemplation, Meditation tatsächlich hilfreich ist. Und wisst ihr was? Wir machen jetzt 5 Minuten Pause und dann gehen wir ans nächste. Dann gehen wir schon an die nächste Meditation, Kontemplation. Also ich gucke mal gerade, sagen wir mal 8 Minuten Pause. Ja, 15:40 Uhr auf meinem Wecker geht es weiter. 8 Minuten. Es ist schön, euch zu sehen. Danke, dass einige den Bildschirm angeschaltet lassen. Das ist wunderbar. Es gibt mir immer so einen kleinen Eindruck, wie ihr unterwegs seid. Ihr seid repräsentativ für die anderen, die völlig gerechtfertigt ohne Video mitmeditieren. Aber ich bin so dankbar dafür, dass ich euch sehen kann. Und sehen kann, wie ihr unterwegs seid. Die nächste Vierergruppe hat einen stärker analytischen Charakter.
in der Kontemplation, Meditation. Denn es geht ja um ein Verstehen der Zusammenhänge. Wie entsteht denn dieses Leid, diese verschiedenen Formen von Leid, die wir vorhin tatsächlich ergründen konnten, wo wir tatsächlich so im direkten Erleben etwas finden konnten. Jetzt geht es um Zusammenhänge, also bedeutet, dass es ein Beobachten gibt von vorher und nachher. Wenn ich das tue, entsteht das. Wenn ich das anders mache, entsteht was anderes. Diese Zusammenhänge, die muss ich beobachten können. Und diese Entwicklungen zeigen sich natürlich jeweils über eine gewisse Zeit hinweg. Ja, ich muss es mehrfach beobachten, bis ein Zusammenhang deutlich wird. Und deswegen ist eine geführte Meditation dazu, die braucht ein bisschen eure bisherige Erfahrung mit eurem eigenen Geist. Ihr werdet Bezug nehmen auf das, was ihr schon kennt, was ihr schon erlebt habt. Okay, seid ihr bereit? Dann würden wir das jetzt miteinander versuchen. Wir lassen die Meditation wieder entstehen, lösen uns aus allem, was vorher war, spüren, atmen, vereinfachen. Und dann rufen wir uns in Erinnerung, welche Formen von Leid oder von Stress wir entdecken können. Das offenkundige Leid durch das Erleben von Unangenehm, also eigentlich das Ablehnen von Unangenehm. Das Leid durch Festhalten wollen von angenehmen Erfahrungen. Der Stress, zu glauben, jemand zu sein, getrennt von allem anderen, Subjekt, getrennt von den Erfahrungen, dieses subtile Beobachten und Kontrollieren. Und dann der Stress mit den vermeintlich auf unseren Geist einwirkenden Phänomenen dieser Welt. Also eigentlich der Stress, der durch eine mangelnde Durchlässigkeit entsteht. Ein feines Verdinglichen der Sinneseindrücke. Und die erste Kontemplation in der zweiten Wahrheit
ist, dass wir uns die Ursachen dieser verschiedenen Formen von Leid noch einmal bewusst machen. Versucht es mal selbst. Ich habe sie fast alle schon erwähnt. Ich mache es mal einfacher für uns alle. Es gibt eine Grundursache. Greifen. Es findet ein Greifen statt. Ein Verdinglichen des Unangenehmen. Ein Greifen nach dem Angenehmen. Festhalten an der Idee eines vermeintlichen Selbst oder Ich. Und ein Greifen nach der vermeintlich realen Existenz der Sinneswahrnehmungen, die nicht als geistige Erfahrungen durchschaut werden. Diese eine Ursache des Greifens hat eine Ursache: mangelndes Gewahrsein, Unwissenheit. Das Nichterkennen der wahren Natur. Lasst uns eine Weile still sein mit diesem Verständnis, dass es eigentlich immer zusätzliches Gewahrsein braucht, um Leid aufzulösen, um aus dem Stress herauszufinden. Eine Ursache von allem Leid in der Welt. Avidya, mangelndes Gewahrsein. Und im nächsten Schritt dehnt sich dieses Verständnis aus und es wird uns die allumfassende Präsenz von Leid bewusst, überall, wo es an Gewahrsein mangelt. Allgegenwärtiges Entstehen von Leid.
Wir erkennen die eine Ursache und sehen, dass sie abgesehen von erwachten Geistesströmen überall präsent ist. Ihr merkt vielleicht, wenn sich euer Geist so ausdehnt, alle Menschen, alle Tiere, alle sonstigen Lebewesen umfasst, alle Daseinsbereiche durchdringt, dass das Herz warm wird, das Mitgefühl entsteht. Wenn wir diese allgegenwärtige Präsenz von Leid aufgrund von mangelndem Gewahrsein bedenken. Und im dritten Schritt, ganz von selbst, kontemplieren wir dank unseres Verständnisses der 12 Glieder des abhängigen Entstehens von Leid, von Samsara, wie unerbittlich diese Mechanismen sind. Da, wo Avidya, Unwissenheit, mangelndes Gewahrsein ist, kommt es unweigerlich zu den entsprechenden Geistesaktivitäten mit Identifikation, mit Vergegenständlichen der Erfahrungen, die durch die Sinnestore gemacht werden, dualistischen Kontakt, Bewertungen, Empfindungen, Verlangen, Ergreifen und immer mehr Verstrickung in Leid. Da, wo die Samen der Unwissenheit aktiv sind, entsteht der Baum des Leidens mit seinen vielfältigen Ästen und Früchten. Dieser Aspekt der Kontemplation ist sehr ernüchternd, verstärkt nochmal unser Mitgefühl, verstärkt die Motivation, den Ausweg zu finden, nicht nur für uns, sondern für alle. Und führt dann zu einem genaueren Hinschauen, ob dann überall dasselbe Leid entsteht oder was
die Faktoren sind, die bestimmen, wie es zu diesen Früchten des Leidens kommt. Und das ist die Kontemplation des bedingten Entstehens von Leid in Abhängigkeit von beeinflussenden Faktoren. Wir merken ja, grundlegende Unwissenheit ist schon bei allen in etwa gleich. Aber die einen handeln heilsam und erfahren deutlich andere Schattierungen von Anspannung als diejenigen, die ausgeprägt im nicht heilsamen, im schädlichen Handeln unterwegs sind, im Denken, Reden und Handeln. Jemand, der eine negative Handlung aufrichtig bereut, erfährt andere Früchte als jemand, der sich sogar noch nachträglich an diesem schädlichen Handeln freut. Und so kontemplieren wir die vielen verstärkenden und abschwächenden Einflüsse auf das Heranreifen der karmischen Auswirkungen von Unwissenheit, Begierde, Hass und so weiter. Und es enthüllt sich vor uns allmählich im Laufe der Zeit, wo wir diese Faktoren kontemplieren, ein Verständnis dafür, wie es dazu kommt, dass Menschen so unterschiedliche Lebenserfahrungen haben. Wir erkennen, dass es nicht nur eine Ursache von Leid gibt, sondern viele begleitende, modifizierende Faktoren aktiv sind. Und das motiviert uns natürlich, die heilsamen Kräfte zu aktivieren, auch wenn wir vielleicht nicht gleich den Ausweg aus dem mangelnden Gewahrsein finden, aber so viel wie möglich heilsame Einflüsse geltend zu machen. Vielleicht so, wie Genro Rinpoche sagte, damit aus dem schlechten Traum, dem Albtraum, ein guter Traum wird, als erster Schritt. Bleiben wir noch ein wenig in der Stille, in der Nachwirkung.
Ja, vielen Dank. Noch ein paar Worte hierzu. Mit diesen beiden Beispielen, erste und zweite Wahrheit vom Leid und den Ursachen des Leidens. Und nur mit diesen paar Andeutungen merkt ihr bereits, wie differenziert das Verständnis jeweils dieser Wahrheiten ist. Und das ist nur eine grobe Beschreibung. So hat Gampopa zum Beispiel von seinem Schmuck der Befreiung, diesem doch recht umfassenden Werk, gesagt, dass es einfach eine Beschreibung der 4 edlen Wahrheiten ist. Eigentlich ist der gesamte Dharma das. Der gesamte Dharma ist einfach ein differenziertes Betrachten und dieses ganze Untersuchen und Betrachten dient dazu, mehr Klarsicht zu erzeugen, ein klareres Verständnis des Seins, das uns dann befähigt, freier, geschickter, mitfühlender, weiser in dieser Welt unterwegs zu sein. Es ist höchst differenziert. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch jetzt zum Beispiel noch nicht so differenziert eingestiegen sind in die Ursachen von Leid und die verschiedenen Gesetzmäßigkeiten, die karmischen Gesetzmäßigkeiten, die sich beobachten lassen. Ein gutes Verständnis davon macht uns fast hellsichtig, in dem Sinne, dass wir beginnen zu verstehen, was für andere ein Rätsel ist. Und die große Frage, die dem Buddha bewog, die karmischen Gesetzmäßigkeiten zu erklären, das war, dass jemand zu ihm kam und sagte, kannst du mir erklären, warum die Menschen so verschieden sind? Warum die einen Glück erleben und die anderen Leid? Und einige erleben Glück, obwohl sie nur schädlich handeln, andere erleben Leid, obwohl sie eigentlich total heilsam handeln. Was ist denn da eigentlich los? Und dann hat der Buddha angefangen, ganz differenziert die Kräfte zu beschreiben und die beeinflussenden Faktoren und warum es eine gewisse Latenz hat, dass heilsames Handeln seine positiven Auswirkungen zeigt und warum schädliches Handeln in diesem Leben nicht unbedingt sofortige Auswirkungen hat und. Eigentlich einfach ein genaues Hinspüren in die Zusammenhänge. Und das machen wir oft sogar unbeabsichtigt, wenn wir uns hinsetzen und unseren Alltag bedenken. Wenn wir uns nochmal die Situation so aufsteigen lassen, wie wir uns verhalten haben, was für Früchte wir geerntet haben, was für Samen wir gesät haben, welche Tendenzen wir verstärkt haben, welche wir geschwächt haben. Das alles geht uns so durch den Geist, durchs Herz und mit der Zeit kommt ein feineres Verstehen der Zusammenhänge. Und wir kriegen besser mit, wann wir glücklich sind und wodurch und wann nicht und warum. Und jetzt machen wir wieder eine Pause. Und wie lange machen wir jetzt eine Pause? Bis 20 nach 4. Also ungefähr 14 Minuten. Wir kommen jetzt zur dritten Wahrheit und dritten Kontemplation, Meditation. Ich nenne die 4 Wahrheiten ja oft auch Erkenntnisse. Das sind Erkenntnisse, die der Buddha dann als seine zentralen Erkenntnisse bezeichnet hat. Und gerade die dritte, die Erkenntnis des Aufhörens von Leid, die ist ja nun vielleicht nicht so direkt unsere. Das ist ja die Erfahrung des Erwachens, ne, die sich darin spiegelt. Und wenn wir davon hören,
dann ist das eher eine Inspiration und verbindet sich bei uns aber mit Ahnungen, dass es so sein könnte. Weil so wie Nicole gerade beschrieb, gibt es Erfahrungen, dass sich etwas auflösen kann. Dass starkes Leid, was gerade da war, durch eine andere innere Einstellung weg sein kann. Das ist nicht für alles Leid so möglich, aber die Erfahrungen gibt es auch bei uns. Und wenn ich euch jetzt da durchführe, durch diese Kontemplation dieser 4 Aspekte in Bezug auf die Wahrheit vom Aufhören des Leides, dann folgt ruhig euren Ahnungen, dem, was da anklingt, aus den Erfahrungen, die ihr schon gemacht habt. Und der andere Aspekt ist natürlich, dass der Buddha oder die Erwachten aus ihren Erfahrungen berichten. Ja, den Aspekt, den können wir nicht wegtun, weil natürlich ist das Wissen um das Ende von allem unnötigen Leid, von all dem, was wir selbst erzeugen. Das Wissen darum, dass das möglich ist, das ist ja nicht allen gegeben. Das ist uns nicht einfach so gegeben. Es ist wichtig, dass uns andere davon berichten und sagen, die Möglichkeit, die gibt es. Wir gehen wieder in die Vorbereitung, lassen den Geist sich öffnen, weiten, vereinfachen wieder unsere Wahrnehmung. Gelöstes Sein, offen. Im Grunde genommen unsere kleine Ausgabe von der Freiheit von Leid, dem Aufhören von Leid. So wenig Greifen, so wenig Stress. In dieser Beschreibung des Aufhörens von Leid betonen die Erwachten, dass nicht nur die subjektive Erfahrung von Stress aufgehört hat, also dass es keinen Stress mehr mit Unangenehmem gibt, keinen Stress des Haftens an Angenehmen, dass das feine Beobachten, Kontrollieren in den anderen Geisteszuständen ebenfalls wegfällt, sondern dass tatsächlich die Ursachen des Leidens, dieses Greifen aufgrund von mangelndem Gewahrsein, dass das alles voll und ganz aufgelöst hat. Nicht nur zeigen sich in diesem offenen Gewahrsein keine Früchte dieses Greifens mehr, sondern das Greifen selbst und die Ursache des Greifens, das mangelnde Gewahrsein, sind restlos beseitigt. Und wenn man das positiv ausdrückt, dann hat umfassendes Gewahrsein Einzug gehalten.
völlige Bewusstheit. Völlige Bewusstheit der wahren Natur von allem, was erscheint. Und völlige Bewusstheit der vielfältigen Ursachen und Bedingungen, wie etwas erscheint. Und vielleicht merkt ihr jetzt gerade ein ähnliches Phänomen, wie was ich selbst erlebe, dass wenn wir diese Worte völlige Bewusstheit hören, dass etwas in uns in Resonanz geht. Und genau dieser Ahnung, der folgen wir. Wir erlauben es, dass wir in Resonanz gehen mit völliger Bewusstheit. Diese Erfahrung des Aufhörens von allem Leid, von allem Stress, Ende von Dukkha, wird auch als Frieden beschrieben. Ein Wort für Nirvana. Völliger Frieden, weil es kein Greifen mehr gibt, keine Trennung, tiefer Frieden, ohne dass die Dynamik des Geistes aufhören müsste. Sie geht weiter und inmitten all dieser Dynamik ist Frieden. Der Buddha beschrieb das mal so, dass alles Rennen aufgehört hat. Das Fliehen hat aufgehört und das Kämpfen hat aufgehört. Keine Spur mehr von Rastlosigkeit. Einfach Frieden.
Und dann, wenn die Erwachten dieses Sein versuchen zu beschreiben, sprechen sie oft von der Freude. Eine nicht bedingte Freude, die keine Auslöser hat. Eine Freude, die einfach so da ist, die sich immer zeigt, wenn es keinen Stress gibt. Wenn es kein Greifen mehr gibt, dann ist diese Freude da. Man nennt sie auch große Freude oder non-duale Freude. Freude ohne Mittelpunkt. Eine Grundqualität des völlig gelösten Seins. Die natürlichste und entspannteste Freude, die wir uns vorstellen können. Durchdrungen von Feingefühl, ohne irgendeine Ich-Bezogenheit, ohne irgendetwas Aufgesetztes. Einfach so. Heitere Gelassenheit. Unbeschwert. Und mit dieser Freude, mit dieser Leichtigkeit treten alle innewohnenden Qualitäten hervor. Die anderen Qualitäten der Befreiung, die Paramita, Liebe, Mitgefühl, all das zeigt sich wie ein großer Blumenstrauß. Und das ist mit dem 4. Punkt gemeint, der wahren Befreiung. Völlige Befreiung
frei von allen Zwängen, frei vom Zwang, Wiedergeburt antreten zu müssen, frei vom Zwang zu helfen, frei vom Zwang nicht zu helfen, frei, in voller Resonanz. Frei von allen Schleiern, frei von allen karmischen Mustern. Und frei zu gestalten, frei zu handeln. Ganz spontan, ohne irgendwelche Behinderung. Und nach dieser Kontemplation der Qualitäten des Aufhörens von Leid verweilen wir noch eine Weile in Stille. Genießen das noch. Genieße noch diesen Geschmack der Leichtigkeit, dieses Gelöste. Und ohne das Gelöste hinter uns zu lassen, recken wir uns ein bisschen, hören noch ein paar Worte hierzu und dann gibt es gleich wieder eine Pause. Einen kleinen Einschub möchte ich hier machen. Ich erzählte zu Beginn, dass es ja schwer ist, mit dieser Wahrheit des Aufhörens von Leid so in direktem Kontakt zu sein, weil es sich ja um das Erwachen handelt. Jetzt gibt es eine buddhistische Richtung, die hat die Unverschämtheit, die dritte Wahrheit zum Weg zu machen. Das nennt sich Vajrayana, der Diamantweg oder das buddhistische Tantra. Was wir da machen ist, dass wir diese Resonanz, die ihr vielleicht gerade gespürt habt, dass wir diese Resonanz nutzen, um uns vorzustellen, wir wären schon erwacht.
Es wäre schon das Ende von Leid. Wir bräuchten nicht mehr zu warten. Wir stellen uns vor, dass wir schon Tara sind, schon Chenrezig, schon Amitabha, schon der Medizinbuddha, egal. Dass etwas in uns das schon kennt. Wir nennen das die Buddha-Natur. Die ist ohnehin die Ursache des Erwachens. Und auf diesem tantrischen Weg nehmen wir die Frucht voraus. Wir nehmen sie als Grundlage unserer Praxis. Und dann schauen wir, was dem immer wieder sich entgegenstellt. Welche Zweifel auftauchen, welche, all das, was es dann doch schwierig macht, in diesem Gewahrsein der Frucht zu bleiben. Das ist der spezielle Ansatz des Vajrayana, der sich genau dadurch unterscheidet, dass er die dritte Wahrheit ins Zentrum des Pfades stellt. Ja? Etwas, wo alle anderen Ansätze sagen, nein, der Pfad muss stufenweise sein. Wir müssen das aufbauen, wir müssen da Schritt für Schritt vorgehen. Tantrayana ist kein stufenweiser Weg. Mahamudra ist nicht wirklich ein stufenweiser Weg, wird natürlich so gelehrt. Eigentlich ist es das Erkennen, dass die Basis, die Buddha-Natur, bereits vorhanden ist und dass sie nur noch freigelegt zu werden braucht. Und das Beste ist, sich gleich ganz auf sie einzulassen. Und da sind Mahamudra und Tantra, da kommen sie zusammen. Ne? Da sind sie identisch. Das Freilegen der Basis, das Freilegen der Buddha-Natur geschieht dadurch, dass wir uns vertrauensvoll in sie hinein öffnen. Das ist der Weg. Jetzt machen wir wieder eine kleine Pause. Um 4:30, also in 6 Minuten, geht es weiter mit dem Weg, mit dem Pfad. Es ist schon 4:45. Danke. Wir machen um 4:10 weiter. Und da sind wir wieder. Bei der Kontemplation der Wahrheit des Pfades, also dass es einen Pfad gibt, der tatsächlich zum Aufhören des Leides führt, da müssen wir natürlich ein bisschen zusammenfassen, ne? Weil der größte Teil der Dharma-Unterweisung beschreibt ja diesen Weg. Und zum Glück gibt es diese Zusammenfassung. Schon das, was der Buddha beschrieben hat, dass der Pfad aus 8 Schritten besteht, angefangen von der rechten Sicht über die rechte Gesinnung, über das rechte Reden, das rechte Handeln, die rechte Lebensführung zum rechten Streben, dann in die Achtsamkeit hinein und in die Sammlung, die dann wieder die Einsicht, die Sicht, das erste Glied verstärkt. Schon allein das war eine Zusammenfassung. Nicht? Da ist unheimlich viel drin. Und das kann man entpacken mit immer mehr Details und man kann es zusammenfassen. Und wir gehen jetzt mal wieder auf unsere bewährte Art. Wir bereiten uns vor, wir gehen in die kontemplative Grundhaltung.
Ich steige ein in diese Kontemplation mit einem Gefühl von Genuss. Es ist ein Genuss, diese Klarheit zu spüren, ja, Leid ist nicht nur das offenkundige Leid, ja genau, da hat jemand Klarheit geschaffen, überall da, wo Greifen ist, auch in den angenehmen und in den Meditationszuständen, die noch dualistisch sind, überall da ist Leid. Und ja, die Ursachen davon sind erkennbar, verschiedene Formen des Greifens aufgrund von Unwissenheit, von mangelndem Gewahrsein. Es ist ein Genuss zu spüren, dass immer, wenn kein Greifen da ist, dass sich spontan die Qualitäten zeigen, die innewohnenden Qualitäten, die schon zur Buddha-Natur gehören und dass Ahnungen von Freiheit entstehen. Und es ist ein Genuss, das in dieser Klarheit gezeigt zu bekommen. Und es ist obendrein ein Genuss, eine Freude, dass es einen Weg gibt, den wir gehen können, dem wir folgen können, um in immer gelöstere Geisteszustände zu kommen. Und dieser 8-fache Weg, der wird oft in 3 Schulungen zusammengefasst. Heilsames Verhalten ist die Grundlage. Von den 8 Gliedern gehören da Reden, also Kommunizieren, Handeln und Lebensführung dazu, Lebenserwerb. Und wenn wir vom Handeln sprechen, dann sprechen wir von einem Handeln mit Körper, Rede und Geist, wobei wir wissen, dass der Geist allem vorangeht. Und wir schulen uns darin, in allem heilsam, wohltuend für uns und alle anderen unterwegs zu sein. Das ist die Grundlage, die es dann ermöglicht, dieses Streben nach dem Heilsamen noch zu verfeinern, feinere Motivation zu entwickeln, gewahrer zu werden, bewusster, mehr mitzubekommen. Da beginnt der Weg der Meditation. Über Achtsamkeit in die meditativen Versenkungen hinein. In die ganz entspannten und offenen und klaren Geisteszustände. Das ist die 2. Schulung. Nach der Schulung in heilsamem Verhalten, darauf aufbauend, kommt die Schulung in meditativer Sammlung. Und wir können das auch jetzt genießen in diesen kleinen Phasen der Stille, dass wir über gar nichts nachzudenken brauchen. Wir dürfen einfach ruhig da sein, wir erleben den Weg, wie der Geist
zur Ruhe kommt, immer wenn wir nach nichts greifen, wie er klarer wird. Und wie sich Seinserkenntnis einstellt, indem wir mit dieser Klarheit beobachten und sogar dann bei völliger Klarheit das beobachten lassen. Wie wir vertraut werden mit der Lichthaftigkeit des Geistes, mit den verschiedenen Facetten des Gewahrseins. Wir nennen das Weisheit. Dank der Ruhe und der Klarheit des Geistes in der meditativen Schulung entsteht Seinsverständnis, Seinserkenntnis. Die dritte Schulung, die wir Weisheit nennen. Und sie verändert unsere Sicht auf die Dinge, unser Verständnis der Welt. Das ist wieder das erste Glied des achtfachen Pfades. Und mit jedem Mehr an Gewahrsein und Verständnis entsteht weniger Leid. Diese Seinserkenntnis hat unmittelbare Auswirkungen auf das zweite Glied, die Gesinnung. Können wir auch als Motivation übersetzen. Aus dem Wunsch nach persönlicher Befreiung wird immer mehr ein ganz natürliches Anliegen, diese Befreiung mit anderen zu teilen, ihnen das auch zur Verfügung zu stellen. Wir haben mehr Raum in unserem Erleben. Die Zwänge lassen nach, die Ängste lassen nach. Und sogar die Bedürfnisse lassen nach, weil wir den eigenen Geist als unglaublich reich und nährend erfahren. Und so entwickelt sich unser heilsames Verhalten weiter, wird immer natürlicher, es braucht immer weniger Anstrengung. Es würde fast Anstrengung brauchen, nicht heilsam zu handeln. Und tatsächlich würde es so gegen die Natur dieser Entwicklung gehen. Das heilsame Verhalten wird selbstverständlich, bekommt eine eigene Dynamik und es wird auch immer leichter zu meditieren, weil es immer weniger um mich selbst geht.
Auch das Meditieren wird immer leichter. Und schließlich haben wir das Gefühl, da meditiert gar niemand mehr. Es gibt nichts zu meditieren. Es ist einfach nur Sein. Offenes, folgewahres Sein. Und auf diesem Weg purzeln natürlich die Erkenntnisse. Und eine Erkenntnis, die vertieft sich immer mehr. Das Erkennen der dynamischen Natur allen Seins. Dass alles in Bewegung ist. Dass die Welt Energie ist, wo es nichts zu greifen gibt. Mitgestalten ja, Kräfte, die hineinwirken in die vielen Kräfte, die in diesem Universum aktiv sind. Und dieses tiefe Erkennen der dynamischen, leeren Natur aller Phänomene befähigt dann die erwachten Praktizierenden mit einer selbstverständlichen Weite des Geistes zum Wohle aller mitzugestalten. Das erste Glied des achtfachen Weges ist zur vollkommenen Erkenntnis geworden. Die Sicht ist eine Nichtsicht geworden, ein klares Sehen davon, dass es nirgendwo etwas zu greifen gibt. Die Gesinnung ist keine Motivation mehr, sondern ein tiefes Wissen darum, dass alles Leid unnötig ist und eine Bereitschaft, Katalysator zu sein für den Weg der Befreiung aller anderen. Heilsames Verhalten ist anstrengungslos, zeigt sich von selbst aus der Fülle der Qualitäten. Meditieren als Weg braucht es nicht mehr. Alles ist zur Meditation geworden. Sicht, Meditation und Aktivität sind eins geworden. Hier gibt es dann auch keinen Weg mehr. Dieser Weg wurde gegangen durch Gewahrsein. Die Essenz dieses Weges war das Auflösen von Unwissenheit und das Entwickeln von immer umfassenderem Gewahrsein.
Auf diesem Weg haben wir praktiziert, Methoden angewendet, Methoden hinter uns gelassen, haben zu immer einfacheren Formen der Praxis gefunden. Und schließlich haben wir auf diesem Weg die ersten Erfahrungen von Freiheit gemacht, die dann immer mehr werden, sich immer mehr ausweiten, immer mehr Bereiche des Lebens werden von diesem Gewahrsein durchdrungen. Und das nennt man die Stufen der Befreiung, die Stufen des Erwachens. Eine Ausweitung des Gewahrseins in alle Bereiche tagsüber, Meditation und Aktivität, und nachts Traumzustand und Tiefschlaf. Und dann sogar volles Gewahrsein im großen Übergang, wenn der Geistesstrom diesen Körper verlässt. Und Gewahrsein im Nachtodzustand. Das ist, was mit allumfassendem Gewahrsein gemeint ist. Eine nicht mehr aufhörende Bewusstheit von dem, was ist und wie es ist. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr versteht, dass ich nur die Anfänge dieses Weges kenne, aber großes Vertrauen entwickelt habe, dass auch der weitere Weg wirklich dem entspricht, was die Meisterinnen und Meister uns beschreiben. Da gibt es vielfältigste Hinweise, dass das tatsächlich alles so ist. Liegt an uns, das herauszufinden. Hinweise gibt es genug. Schaut, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben diese 4 Kontemplationen gemacht. Wir haben noch etwas Zeit. Und wie versprochen würde ich sagen, 5 Minuten Pause. Dann kommen die Fragen. Und wer keinen Bock auf Fragen hat, kann sich ausklinken oder einfach im Hintergrund bleiben. Und wir widmen dann den Rest des Nachmittags einfach dem Austausch, vielleicht mit Fragen, vielleicht entsteht auch eine andere Form von Austausch. Ich weiß ja nicht, was bei euch so alles aufgelaufen ist. Also schreibt in diesen freien 5 Minuten eure Fragen in den Chat. Wir machen das so wie die anderen Tage auch. Ich lese eure Fragen vor, dann während der Zeit meldet ihr euch, sodass es zu Rückfragen kommen kann. Und wenn wir noch Zeit haben, tauschen wir uns einfach aus oder meditieren noch ein bisschen. Okay, also es geht weiter in 5 Minuten. Okay, ich fange mit Cornelia an, die ihre Frage gerne mündlich stellen würde. Cornelia, du darfst dich laut schalten. Bei dem zweiten Durchgang hast du uns angeleitet, in das Leid zu gehen, in das allumfassende Leid. Und ich bin in eine tiefe Traurigkeit, eine tiefe Trauer gekommen. Und dann sagtest du, jetzt spürt ihr das warme Herz, der Ausdruck des Mitgefühls. Also so habe ich es gehört. Ja, das hast du schon richtig gehört. So ähnlich habe ich es gesagt. Und dann, 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 so ähnlich habe ich es
Und dann habe ich mich gefragt, ich bin in der Trauer, bin ich in der Trauer statt des Mitgefühls, weil ich zu sehr ich identifiziert bin? Beziehungsweise wie komme ich von der Trauer in das Mitgefühl? Nachdem du das gesagt hast, habe ich natürlich dann das Herz gespürt und habe das Mitgefühl gespürt, aber wenn ich alleine bin, neige ich dazu, in der Trauer zu hängen, anstatt ins Mitgefühl zu kommen. Ja, das kann ich dir gut nachempfinden. Du bist ins Mitleid gerutscht und übers Mitleid in die Trauer. Und wenn du da so wach bist, so hat dir meine kleine Erwähnung, hat dir ein bisschen geholfen dabei, dann passt du ein bisschen auf. Das war ein Mitfühlen mit Identifikation. Ja, und da musst du ein bisschen aufpassen, weil eigentlich war diese Trauer ausgelöst durch dein mitschwingendes, mitfühlendes Herz mit dir selbst und mit anderen. Aber da war so ein bisschen zu viel Greifen dabei und da musst du wach sein, weil das vielleicht, du beschreibst dich so, als ob dir das häufiger passieren würde und deswegen, ja, sei da wach und spüre direkt dein Herz und dass eigentlich deine Trauer ein ganz warmes, schwingendes Herz ist. Okay? Okay, also wollte ich mich selbst dazu anleiten, ins Herz zu gehen. Ja, ganz genau, ganz genau. So, Dankeschön. Okay, jetzt kommt Manuel. Wie kann ich mich vorbereiten, um in der Nacht in der Sammlung zu bleiben? Manuel, magst du dich mal kurz räuspern oder irgendwie in den Bildschirm hinein katapultieren? Ja, hier bin ich. Grüß dich. Manuel, um nachts in der Sammlung zu bleiben, mehr noch in der Klarheit zu bleiben, braucht es tagsüber eine Art des Seins, wo möglichst wenig von diesem ausschweifenden Denken passiert. Ja, möglichst wenig diese kommentierenden Denke, möglichst wenig verstrickt. Das führt dazu, dass wir im Traum luzide bleiben, dass wir, also da, um sich dann noch gezielter vorzubereiten, würden wir nicht nur wenig greifen, sondern uns immer wieder die illusorische Natur des Erlebens klar machen. Und wenn du darüber hinaus sogar im Tiefschlaf luzide bleiben möchtest, dann geht es darum, schon tagsüber ganz wenig zu greifen. Du siehst jetzt aus ein bisschen wie ein heller Kopf, der ziemlich viel intellektuell arbeitet. Und das ist keine tolle Voraussetzung, viel intellektuelle Arbeit, um nachts dann auch noch gesammelt und luzide zu bleiben. Da müssen wir müssen dieses Greifen des Intellekts, wir müssen das tagsüber reduzieren und in dem Maße, wie wir da klarer und entspannter werden, dann verändern sich die Erfahrungen nachts. Ist das nicht auch Teil der Kontemplation, dieses Thema Nachdenken? Ja, das gehört alles dazu, aber das musst du dann irgendwann hinter dich lassen. Wenn du sowas Subtiles anstrebst, wie nachts gesammelt und klar zu bleiben, dann musst du entsprechend dich tagsüber auch anders einstellen. Ja? Okay? Ja, da kommt die nächste Frage. Muss man gerade hochscrollen wieder. Henk, das bist du. Ist die Buddha-Natur Mahamudra wie das 6. Jhana unendliches Bewusstsein? Auf keinen Fall. Das unendliche Bewusstsein ist eine Projektion des Geistes. Der Pali-Kanon spricht über Unbounded Invisible Luminous Consciousness. Ja, aber das ist nur eine Shamatha-Erfahrung, dieses 6. Jhana. Das ist nicht eine Erfahrung der Erkenntnis, Henk. Magst du dich mal in den Vordergrund husten oder so? Ja, hier bin ich. Ja, grüß dich. Ja, klar, grüß dich. Klar, danke vielmals. Okay, freue mich. Und das gilt, weißt du, du bist ja ein sehr Studierter, du wirst in der Literatur verschiedenen Darstellungen der Jhanas begegnen. Und es gibt die Möglichkeit, die Jhanas so darzustellen, dass sie eine Einsicht beinhalten.
Ja, also dass sie nicht nur Sammlung in einem, also was bei dem 6. Dhyana zum Beispiel der Fall ist, ist, dass beim Eintritt ins 6. Dhyana entsteht ein Gefühl, wow, Bewusstsein unendlich. Ja? Und da ist eine große Lichthaftigkeit zu spüren. Und dann, wenn man wirklich im Dhyana ist, dann entstehen keine solchen kommentierenden Gedanken mehr. Ja? Die sind vorbei. Man weilt in dieser Unendlichkeit. Da ist aber ein subtiles Beobachten dieses Verweilen in der Unendlichkeit und ein subtiles Genießen dieses Verweilens in der Unendlichkeit. Und das sind die Restspuren von Samsara. Und jetzt gibt es im Mahamudra, in den befreiten Geisteszuständen, gibt es wieder Andeutungen als wie des 6. Dhyanas oder der anderen Dhyanas. Und da kommen diese Qualitäten eines wie unendlichen Geistes nochmal zum Tragen, aber ohne ein Mittelpunktsgefühl, ohne ein Beobachten. Und deswegen gibt man ihnen nicht mehr dieselben Namen. Ja, man sagt nicht, das wäre das 6. Dhyana, sondern es sind Qualitäten der Grundnatur des Geistes. Und daher kam auch deine Frage, weil die Qualitäten der Grundnatur des Geistes, die werden ja mit dualistischen Begriffen beschrieben und ähneln dann sehr dem, was von diesen Versenkungsstufen beschrieben wird. Ja, danke vielmals. Okay, dann machen wir weiter. Manuel, Jesche Pünzer, lieber Tillmann, die Tage hatten wir, dass die Ursache von Glück die Buddha-Natur ist. Im Erwachen von Bodhicitta mögen alle Wesen glücklich sein und die Ursache des Glücks besitzen, heißt es. Ist das die Ursache? Welche sind es denn noch? Ich brauche jetzt gerade deine Hilfe, Manuel. Erklär mir noch mal, was du da fragst eigentlich. Hallo, Nano. Grüß dich. Hoppala. So, jetzt. Und zwar, ich fasse die Frage nochmal kurz zusammen. Mir ist es so hängen geblieben, dass mir die Tage mal, dass du gesagt hast, dass die Ursache von Erwachen die Buddha-Natur in allen Lebewesen ist. Ja. Richtig. Bei dem Erwecken der Bodhicitta heißt es ja, die Ursachen mögen alle Lebewesen die Ursachen. Ah, jetzt kapiere ich deine Frage. Es sind andere Ursachen gemeint. Ja, hier, wenn wir vom Glück und dessen Ursachen sprechen, dann meinen wir das heilsame Handeln, mögen sie alle, auch die Ursachen von Glück, nämlich das positive Karma aufbauen und dann die Ursachen des Glücks, also persönlich lernen, nicht zu greifen, sich nicht zu identifizieren. Dann haben sie eine Chance, wirkliches Glück zu erfahren. Und das ist bei den Ursachen von Leid dann wieder genauso. Mögen sie also frei sein von Leid und dessen Ursachen, was nicht heilsames Handeln ist, was schädliches Handeln ist. Und mögen sie auch dann frei sein von der Ich-Bezogenheit, die hinter dem nicht heilsamen Handeln ist. Ja? Also da sind andere Ursachen gemeint. Ja, verstehe. Super, danke schön. Okay, dann machen wir weiter. Da ist die Petra. Petra, magst du dich mal in den Vordergrund bringen? Heilsames Verhalten innerhalb der 4. Wahrheit, zum Beispiel Formen von Ahimsa, Gewaltlosigkeit, haben also überhaupt nichts damit zu tun, das Heilsame zu brauchen, zum Beispiel im Außen der Politik. Zweitle, edle Wahrheit, nach nichts mehr greifen. Ist das richtig? Petra, ich brauche auch hier deine Hilfe. Sag's nochmal. Ich verstehe zwar was, aber ich glaube, ich könnte in die Irre gehen, wenn ich jetzt einfach antworten würde. Ja, hallo. Hallo, grüß dich, Petra. Ich habe bei der Kontemplation der 2. Wahrheit gemerkt, dass ich viel mehr anfangen kann mit diesem Okay, also kein Selbst. Ich habe aber gemerkt, wie sehr ich doch noch hafte an dem, dass es im Außen jetzt gut laufen soll. Ja. In der Mittagspause habe ich irgendwas aufgeschnappt vom Wehrpflicht wieder einführen und so. Und einen großen Widerstand dagegen. Und das ist ja schon noch sehr hängen an dem, was bestimmt. Okay, das ist normal, das nimmst du mit. Ja, das brauchst du jetzt noch nicht aufzulösen.
Ja, das ist wirklich dein Wunsch, dass mehr und mehr Heilsames sich in dieser Welt tut und dass in der Politik heilsam gehandelt, heilsam geredet wird und dass da Verlass ist, dass wieder Vertrauen einzieht und dass man wirklich auf Frieden aus ist und nicht auf Krieg und so. Ja, diese Wünsche, das ist alles ganz normal. Aber was du jetzt schon machen kannst, ist, dass du eine Prise Seinsverständnis mit reinnimmst und weißt, dass diese ich-bezogenen Motivationen, die ja ins Auge springen, überall, ja, das Streben nach Macht, nach Profit, nach Einfluss und so weiter, ja, die Ängste, die geschürt werden, dass du weißt, dass das zur Samsara dazugehört. Das wird nicht wirklich anders sein, das wird nie anders sein. Also, dass du die naive Hoffnung aufgibst, das könnte anders sein, sondern dass wir uns nur einsetzen dafür, es in Grenzen zu halten, es immer wieder einzudämmen, immer wieder genug Mitgefühl und Weisheit zu kultivieren, damit Menschen aus Mitgefühl und Weisheit handeln. Ja, da war schon viel Mitgefühl und Weisheit, als nach dem Schock des Zweiten Weltkriegs in so vielen Ländern sich Sozialstaaten ausgebreitet haben. Da war schon viel und das geht verloren. Die Erinnerung an den Schock geht verloren, ja, und der Egoismus meint, er könne sich ausbreiten, ohne die Früchte dafür zahlen zu müssen. Aber die Früchte werden mehr Streit sein, das ist ganz klar. Dass du da nicht naiv bist, aber halte diese Wünsche erstmal aktiv. Sie werden immer realistischer, je mehr du das Sein verstehst, je mehr du verstehst, wie bei dir wirkliche Freiheit und heilsames Handeln entstehen, dann wirst du auch verstehen, wie es bei anderen inspiriert werden kann, angestoßen werden kann. Du darfst jetzt nochmal nachfragen. Das war ja jetzt, ich bin mit meiner Antwort jetzt in eine Richtung gegangen, die nicht so präzise war wie deine Frage, wo du von zweiter und von vierter Wahrheit gesprochen hast und so. Gibt es da noch etwas, was jetzt offen geblieben ist? Ja, vielen Dank, war schon sehr hilfreich, aber letztlich wäre es schon anzustreben, soweit es irgendwie geht, immer noch unabhängiger zu werden davon. Ja, das ist richtig. Unabhängiger davon zu werden, ob es in der Welt gut läuft oder schlecht läuft. Das, was wir jetzt erleben, ist, dass Millionen und Millionen von Menschen überall unglaubliche emotionalen Schwankungen ausgesetzt sind, weil bestimmte Nachrichten reinkommen und ihr eigenes Erleben unglaublich beeinflusst wird von dem, was in Bereichen abspielt, die gar nicht so ganz direkt in ihrem Erleben sind, ja, sondern wo wir Spielball sind dessen, was wir hören und was um uns herum geschieht. Im Idealfall ist eine Praktizierende gar nicht mehr Spielball von dem, was um sie herum passiert. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Ich habe manchmal, also gleich bei einem Meditationstag oder so, habe ich mal davon erzählt, wie meine Freunde in Israel Retreats durchführen. Das sind alles Pazifisten, das sind alles keine Kriegsanheizer und so, sondern die haben auch Zusammenarbeit mit Palästinensern gepflegt. Aber wie die praktizieren, direkt neben dem Eingang zum Bunker, weil ständig die Sirenen angingen und sie mussten es schaffen, mit 80 Leuten im Nu im Bunker zu verschwinden. Ja? Und wie man also unbehelligt von so einer Situation, wo dann tatsächlich in so einem 10-Tages-Retreat 3-4 Mal die Sirene anging, wie man da in diesen heilsamen Qualitäten bleiben kann. Und das, weil sie so herausgefordert waren, haben sie erlebt, dass es geht. Und alle, auch die Palästinenser, mit denen ich mich austausche, alle beschreiben, dass diese Qualität der Dharma-Weisheit, dieser Seinserkenntnis ihnen unglaublich hilft in diesen wahnsinnig bedrückenden Situationen. Ja? Stabil zu bleiben und anderen sogar noch eine Inspiration zu sein, auch in ihre Stabilität zu finden. Okay. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank, Petra.
Jetzt kommt die Ruth. Bei der zweiten Kontemplation, wo du sagtest, da bekommt ihr vielleicht ein warmes Herz und ein großes Mitgefühl, taucht auf, kam bei mir eher eine große Traurigkeit. Hey Ruth, ist das genau dasselbe, was die Cornelia gerade beschrieben hat? Ist das, was ich vermute, ein Anhaften an Emotionen? Magst du dich kurz zeigen, Ruth? Ist deine Frage schon beantwortet durch das, was ich der Cornelia gesagt habe? Ja, ziemlich doll. Okay. Also ja. Es war eigentlich sehr identisch und was ich so spannend ich kann das auch immer mehr spüren, wenn ich so wie soll ich sagen, dann in so eine Emotion falle und bekomme, wodurch auch immer, den Gegenpart von, hey, jetzt könnte es auch in Mitgefühl gehen. Also ich kann das gar nicht richtig beschreiben, dann ist es wie so der Raum dazwischen und was da möglich sein kann. Aber du hast es schon sehr gut beantwortet, also es ist eigentlich schon beantwortet über das, was du Cornelia gesagt hast. Ja, ich möchte euch beiden und allen anderen auch etwas sagen zu dieser Traurigkeit. Das habe ich vorher noch nicht erwähnt. So, wenn wir unser Herz so öffnen, unser Herzgeist so offen ist und mitschwingt, so ein Schuss Traurigkeit bleibt. Ein Schuss Traurigkeit ist immer irgendwie dabei. Ein Bodhisattva hat immer so ein bisschen, wie soll man sagen, Trungpa nannte das diesen Sore Spot, den wunden Flecken, ja, den wunden Flecken. Da ist sowas, es schmerzt etwas in uns, wenn wir die Welt sehen. Jetzt die Petra mit ihrer letzten Frage. Auch mich schmerzt das. Ich bin nicht unberührt davon. Es berührt mich sogar sehr. Ja? Aber es bringt meinen Geist nicht so ins Schwingen. Ja? Es bringt mich nicht in Schwankungen. Das ist anders, aber ich spüre es. Könnt ihr mir das erleichtern, indem ihr euch leise schaltet, nachdem ihr gesprochen habt? Ich schalte euch jetzt nochmal alle stumm, aber die nächste, die drankommt, darf sich wieder laut schalten. Nicht wahr? Okay. Also Ruth, ich sehe dich und du bist jetzt gerade wieder stumm geschaltet worden und ich gehe zur Antje weiter. Ja, zur Antje Padmaketu. Okay. Also, Antje, du schreibst, ich bin fasziniert und perplex über den Zusammenhang von relativer und absoluter Wahrheit. Die Kontemplation über die 4 edlen Weisheiten scheinen die Form eines schrittweisen Aufgehens in die wahre Natur der Dinge vorzuschlagen. Dennoch ist diese Natur der Dinge nicht bedingter Natur. Kannst du mehr über das Zusammenspiel von relativem und absolutem Erleben auf dem Weg sagen? Ja, Antje, mag ich schon. Darfst dich gerne in den Vordergrund bringen. Ja, hallo. Grüß dich. Du, das, was ich dir jetzt gerade sagen möchte, ist, dass es zu Anfang sich wie ein Pendeln anfühlt zwischen Relativem und Letztendlichem. Ja? Wenn ich so zurückdenke an die Jahre, wo ich da mit so einem anfänglichen Verständnis unterwegs war, hatte ich das Gefühl, ich bin mal mehr im Verstehen des Bedingten, wie die Ursache-Wirkungsbeziehungen ablaufen, und dann wieder war mein Verständnis des Letztendlichen war noch nicht gereift. Immer wenn ich ins Letztendliche ging, fühlte sich das wie ein Ausstieg aus dem Relativen an. Und dann wieder ein Hinein ins bedingte Relative. Und mit der Zeit ist es so, dass ich das merkte, das Offenkundige merkte, was die Lehrer immer schon gesagt hatten, dass das gar nicht getrennt ist. Dass das, was wir da als abhängige Dynamik, bedingt entstehendes Geschehen, was wir da so erleben, dass wir im Erleben dieses Bedingten völlig weit und offen bleiben können. Und das hilft mir natürlich jetzt zum Beispiel beim Unterrichten. Ich spreche jetzt gerade aus der gelebten Erfahrung. Mein Geist bleibt ganz frei und unbelastet in diesen Stunden des Unterrichtens, weil
obwohl ich so ganz fein achtsam sein muss im Bedingten, weil jedes Wort zählt, ja, ist ja klar, hat eine Wirkung, jedes Wort zählt, ich muss ganz achtsam sein. Und trotzdem kann man diese Achtsamkeit im abhängig Entstehenden mit einem völlig weiten Geist leben, ohne zu haften an dem, was da gesagt wird oder gehört wird und so. Ja? Und das ist, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Also zunächst mit dem Pendeln zu arbeiten und das zu akzeptieren und zu wissen, dass mit dem Pendeln allmählich eine Erfahrung kommt, dass es sich durchdringt und dass es eigentlich darum geht. Hilft dir das weiter? Ich sehe dich nicken, aber magst du noch was sagen? Ja, das hilft schon sehr weiter. Ich erwische mich immer wieder dabei, eben zu denken, oh ja, der Weg ist ein stufenweiser Weg und also bedingtes Entstehen, letztendlich Anwenden von bedingtem Entstehen. Du hast es eben ja auch schon mit Mahamudra erklärt, also und gleichzeitig ist es nicht. Oder muss es das nicht sein? Und auch eben teilweise, wenn ich sitze, ich verstehe was und wenn ich dann irgendwie entspanne und das, also zumindest das offensichtliche Kontemplieren, Nachdenken, also nicht denken, aber reflektieren aufhört, dann kann sich ja eine Weite einstellen, oder das, was ich dann als Weite beschreibe, stellt sich ein, ohne dass da irgendwelche Bedingungen waren. Also ich glaube, daraus ist diese Frage entstanden. So ist es. Und in dem, was du jetzt gerade sagst, gibt es noch etwas, was sich durchdringen wird, und zwar die Beschreibung des Weges als stufenweiser Weg und die Beschreibung des Weges als augenblickliches Erwachen. Diese beiden Beschreibungen werden auch, ohne sie in Widerspruch zueinander zu stehen, werden sie gleichzeitig erlebt. Ja, mein Geist kann immer nur jetzt frei sein. Und ja, es zeigen sich immer mehr Aspekte des Freiwerdens. Ja? So, es ist kein Widerspruch zwischen diesen verschiedenen Sichtweisen oder Beschreibungen. Auch das wird sich vollziehen. Okay. Dann gehe ich weiter mit Magdalena. Ja, Magdalena, du fragst nach Rainer. Rainer und ich, wir haben uns in Freundschaft abgesprochen, dass sein Weg leicht anders weitergeht. Ja, so, das ist einfach, was ich dir zu deiner Frage sagen kann. Er wünscht uns alles Gute. Es ist dann ein wichtiges Anliegen für ihn, dass es gut weitergeht mit den Mondstrahlenunterweisungen. Und das scheint ja auch der Fall zu sein. Jetzt gehe ich zu Jürgen. Heute habe ich mich in all dies total hinein entspannen können. Das fühlte sich sehr gut an. Doch dann kam in mir eine Anhaftung an dieses tiefe, gelöste Sein auf. Sieh mal an, das ist die Anhaftung an Angenehmen. Jetzt versuche ich mich in die Bewusstheit, dass dies auch nur ein innerer Prozess in mir ist, hinein zu entspannen. Das ist wunderbar, dass du das so machst. Ich denke, das hilft mir weiter. Hast du noch andere Tipps? Jürgen? Ist das der Jürgen Wagenau? Ja. Welcher Jürgen? Ja. Grüß dich. Hallo. Jürgen, du bist da auf dem richtigen Weg, indem du siehst, dass dieses angenehme So-Sein auch nicht fassbar ist, nicht greifbar ist, lässt das Greifen nach. Okay. So einfach. Immer die nicht greifbare Natur der jeweiligen Erfahrung sehen, betrachten und das Greifen lässt nach, weil es ja nichts zu greifen gibt. So wie du gelernt hast, nicht nach dem Regenbogen zu greifen, den du siehst. Als Kind hatten wir vielleicht beide den Impuls, ich möchte zum Regenbogen, Mami, ich möchte zum Regenbogen. Und wir konnten ihn nie greifen. Ja, heute als Erwachsene, wir haben die Einsicht, dass Regenbögen sich nicht greifen lassen. Dass sie optische Illusionen sind, die aus einem bestimmten Winkel des Auftreffens von Sonnenlicht und Wassertropfen entstehen
Und wir wissen, dass unsere Tag für Tag Erfahrungen auch des So-Seins, dass sie alle aus diesem Zusammentreffen von Bedingungen entstehen und dass ein Greifen danach ins Leere greift. Ja, das ist jetzt, was ich mit dem Intellekt dir erklären kann, und du wirst es ins Spüren holen. Du wirst die nicht fassbare Qualität des So-Seins spüren. Und das wird das Haften daran lockern, weil du es erlebst, nicht weil du es denkst. Genau. Mit dem Spüren komme ich immer sehr viel besser klar, das ist richtig. Und mit deiner Aussage mit der nicht greifbaren Natur, das hat mir auch noch einen weiteren Hinweis gegeben. Dankeschön. Okay, gut. Dann gehen wir zu Andrea weiter. Hallo Tillmann, ich frage mich immer wieder, ob ich das Teaching zum Nicht-Selbst, ist das Teaching zum Nicht-Selbst für mich hilfreich? Ob ich das nicht hilfreich zugänglicher machen kann? Andrea, schalte dich mal kurz hoch. Du fragst dich, ob du die Unterweisung zum Nicht-Selbst für dich dienlich machen kannst? Hallo Tillmann. Grüß dich. Ich weiß nicht, ob es so gut formuliert ist. Also ich gehe davon aus, dass der Sinn darin steckt, weniger Anhaftung zu haben. Und gleichzeitig denke ich immer, warum wird mir immer nicht selbst gesagt, das ist doch nicht weniger nicht existent als alles andere auch. Und also ich denke, andere Dinge existieren auch konventionell, so wie das Selbst. Und man beschäftigt sich ja auch mit den Selbstprozessen, um sie hilfreich zu gestalten. Von daher ist ja schon ein gewisses Ernstnehmen da mit drin. Und auf der anderen Seite ist mir klar, dass das nicht als, soll ich sagen, dass das nicht etwas Wesentliches ist, was so existiert oder was man festhalten kann. Und daher denke ich, dass da irgendwie ein hilfreicher Lernprozess drin ist, aber ich weiß manchmal nicht, wie ich mir das gut zugänglich machen kann. Also ja, ich verstehe dich und es gibt tatsächlich einen schönen Weg. Es gibt eine wirklich hilfreiche Betrachtung des konventionellen Ich, so wie sie in der heutigen Psychotherapie, in der heutigen Psychologie gang und gäbe ist. Wir sprechen dort ja von einem dynamischen Ich. Es gibt ja überhaupt nicht dieses Bild eines Ichs, das stabil wäre und das in den Situationen zu finden wäre. Wenn du dich diesem modernen Verständnis des Ichs und der Ich-Psychologie öffnen kannst, dann kommst du in die Richtung dessen, was im Dharma mit Nicht-Selbst gemeint ist. Denn es gibt da ein lernendes Ich, ein Ich, was Entwicklungsphasen durchläuft. Und wenn du dich nochmal daran erinnern möchtest, dann schaust du in diesem Buch Buddhistische Psychologie, was ich mit Wolfgang zusammengeschrieben habe, da habe ich ein Kapitel über Ich und Nicht-Selbst geschrieben. Und das widmet sich genau deiner Frage. Das ist ein Brückenschlag in unser modernes Verständnis, weil selbstverständlich können wir auf der relativen Ebene von einem Ich sprechen. Aber nicht von einem stabilen, sondern von einem lernfähigen, von einem liebesfähigen, von einem Ich, was sich durch die Erfahrung verändert und was die Summe all der Qualitäten dieser Person ausmacht. Ja? Und dieses Verständnis, das wird dir hilfreich sein, um dich dann an dieses Verständnis des nicht greifbaren Ich anzutasten. Ja, dieses Ich, das Ich der Andrea, die ich jetzt meine, ein bisschen zu kennen, das ist ja eigentlich nicht greifbar. Du bist ja immer eine andere, wenn ich dir begegne. Ja? Und dieses immer anders sein, das immer ein bisschen anders sein, aber doch ähnlich wie vorher, das hat der Buddha in den Vordergrund geschoben. Er hat unseren Blick schärfen wollen dafür, dass nichts, obwohl es dem Vorhergehenden ähnlich ist, immer identisch ist. Es gibt keine Identität, sondern alles wandelt sich. Obwohl es, solange die Bedingungen einigermaßen stabil sind,
doch sehr dem ähnelt, was wir gestern erlebt haben. Ja, also das finde ich alles ganz interessant und ich habe mich damit schon so viel beschäftigt, dass mir das vollkommen klar ist und ich glaube, ich habe eher so ein Anhaften an diese Transformationsidee. Und das scheint mir auch relativ hilfreich manchmal, wenn ich jetzt sehe, da gibt es so Muster, die sind so dermaßen hartnäckig, dass man nur, wenn man sie ernst nimmt, irgendwie was damit tun kann. Absolut, ja. Das kannst du. Erzeugt das auch eine Anhaftung, ne? Oder es lässt sich, wenn man damit arbeitet, erzeugt das Emotionen, die nicht so einfach sind. Du, da darfst du gut weitergehen. Das ist nicht im Widerspruch zum Dharma. Du darfst erstmal mit der Hypothese einer Transformation arbeiten, weil das ist ganz nah dran an dem, was wir Wandel nennen. Ja? Was bei der Transformationshypothese noch ein bisschen ein Nachteil ist, dass man denkt, etwas würde transformiert werden. Dabei wirken eigentlich nur neue Kräfte in ein Geschehen hinein. Ja? Es gibt nicht ein Etwas, was dann anders wird, sondern ein Geschehen, was eigentlich schon gar nicht fassbar ist, was aber sehr deutlich erlebt wird, beginnt sich zu wandeln. Das nennt man im herkömmlichen Sprachgebrauch Transformation. Aber du, daraus macht dir jetzt keinen Knoten, weil wir können einfach landläufig mal von Transformation sprechen. Die Frage ist dann, wie ich das Teaching für mich also wie das für mich ein bisschen weniger Anhaftung erzeugen kann und dennoch nicht im Widerspruch steht. Also wie ich es noch nutzen könnte. Ich glaube, das Teaching erzeugt deswegen so viel Anhaftung, weil es so nützlich ist für dich. Und darum schätze diese Wertschätzung dafür, dass es dir so viel geholfen hat, diese Transformationsinhalte kennenzulernen, am eigenen Leib zu erleben, das ist das Wichtige. Und immer wenn uns etwas sehr hilfreich war, dann entwickeln wir eine Anhaftung. Und das ist gar nicht schlimm. Wir merken dann nur, dass dieser Schuss Anhaftung uns dann wieder im Wege steht. Aber wir lassen nur die Anhaftung los, nicht die Wertschätzung für das, was wir da erlebt haben. Okay, dann gehe ich mal zu Milan. Milan, kannst du dich in den Vordergrund bringen? Lieber Tillmann, kontemplative Meditationen sind hilfreich, um Gehörtes zur Übung werden zu lassen. Zwei Begriffe, die ich nicht umsetzen kann, sind non-dual und, da fehlt noch ein Wort, non-dual und ungetrennt sein. Und ungetrennt sein. Würdest du das bitte erklären? Du Milan, das mache ich gerne. Das mache ich gerne. Mit dem Begriff non-dual, das wird heutzutage von vielen Menschen benutzt. Also jetzt wie zum Beispiel non-duale Advaita-Schule, ja, und so weiter. Es hat eine ganz spezifische Bedeutung im Buddhismus. Es bedeutet, dass es nicht zwei gibt, Subjekt und Objekt. Das ist die Non-Dualität, von der wir sprechen, wenn nicht mehr das Gefühl von einem Subjekt getrennt von einem Objekt entsteht. Und damit hast du auch das zweite Wort. Wenn wir von nicht getrennt sprechen, dann meinen wir dieses Nicht-Getrenntsein von einem vermeintlichen Beobachter, einer Beobachterin, die etwas anderes erlebt, was nicht sie selbst ist. Diese subtile Trennung zwischen ich und meinen Gedanken, ich und meinen Emotionen, ich und meinem Körper. Und wir kommen zu einem geeinten Erleben, in dem wir fein unterscheiden können, aber in dem dieses Gefühl von Trennung nicht mehr erzeugt wird. Ja? Im Erwachen nehmen all diese Muster des trennenden Erlebens, die nehmen ab bzw. verschwinden. Frag nochmal nach, dass ich vielleicht nochmal ein bisschen nachbessern kann. Ja, irgendwie ist es ein bisschen schwierig, weil in der Erfahrung, in der Wahrnehmung, also eigentlich so non-dual heißt nicht benennen,
mich bewerten, einfach so wahrzunehmen. Ja, das ist eine gute Annäherung, denn jedes Bewerten verschärft die Trennung, verschärft den die Subjekt-Objekt-Spannung. Je mehr emotionale Kräfte des Haben-Wollens, Nicht-Haben-Wollens, des Bewertens und so hineinspielen in diese Beziehung, desto krasser wird die Trennung. Das heißt, wenn du aufhören kannst, so zu bewerten, zu benennen, wenn das weniger wird, dann lockert sich diese Spannung zwischen dem vermeintlichen Subjekt und Objekt. Und das Resultat ist das nicht getrennt sein. Ja, genau. Das wäre das letztliche Resultat. Ja, okay. Ich habe irgendwie so Blackout. Ich weiß nicht, wie das ist für den Zustand nicht getrennt sein. Ja, Milan, du hast ja schon viel meditiert. Dein Problem ist ja manchmal, dass es nicht deine Muttersprache ist. Deswegen schaffen diese Begriffe manchmal zusätzliche Verwirrung. Es geht um ein entspanntes Sein, in dem du dieses Benennen und Bewerten nicht mehr nährst, nicht mehr aufrecht hältst. Und dieses entspannte Sein, da passiert es, dass du dich wie vergisst, aber völlig klar bleibst. Und dieses, wo du dich wie vergisst, das können so Erfahrungen von nicht getrennt sein. Mhm. Okay? Ja, danke. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, Simon. Entweder Lila oder Andi. Lieber Tillmann, als du von der dritten edlen Wahrheit sprachst und der Freude, kam mir Erfahrung in der Pova hoch. Jedes Mal kam spontane, unbeschreibliche Freude auf und blieb lange. Halt immer noch nach im Hintergrund. Was ist die Ursache dieser Freude? Das nehme ich an, ist die Frage von Andi. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Grüßt euch. Andi, das ist die Folge davon, dass du mit dem Pova tatsächlich gut vorgegangen bist. Du hast mit dem Pova es geschafft, in einen nicht erzeugten Geisteszustand hineinzugehen und hast dadurch diese Freude erleben können. Und die kann lange nachhallen. Die hat so einen Nachklang. Und du kannst dich da schon, das ist schon richtungsweisend, was du da erlebt hast. Ja? Ich kann jetzt nicht sagen, ohne mit dir weiter darüber zu sprechen und zu schauen, ob das jetzt schon die non-duale Freude ist, denn es gibt noch sanften, duale Geisteszustände, die auch so eine mehrtägige Freude freisetzen können. Ja, also das kann ich jetzt aus der Entfernung oder so aus den paar Worten nicht unterscheiden. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, weil du beim Pova in ein solches Loslassen hineingekommen bist, dass es energetisch in dir sich wirklich etwas verändert hat und du Zugang zu einer Freude gefunden hast, die du vorher so nicht kanntest. Okay? Ja? Okay. Schön euch zu sehen. Und jetzt haben wir den Eduard. Sprache ist Greifen, da hast du wohl recht. Wir können nicht anders, als in den Gegensätzen von Begriffen zu sein. Erfahrung und Sprache können verwirrend sein. Das ist alles völlig richtig, Edward. Magst du dann noch etwas anfügen? Gibt es da etwas, was du dir von mir noch wünschst dazu? Jetzt habe ich es, genau. Ja, ich will da schon was anfügen. Ich bin ja Sprachfan, ne? Ja, deswegen, ich erinnere mich an unsere Gespräche, genau. Und ich lese ja auch viel und philosophisches Zeugs und auch als Therapeut bin ich ständig mit Sprache befasst. Ich muss Sprache ständig interpretieren und mir überlegen, was ich sage. Und also Sprache ist halt das Werkzeug des Ich. Und wir sind mit Sprache sozusagen zur Unterscheidung, zum Dualen verdammt. Und das heißt, das, was ich wissen kann, wenn ich es in Sprache fasse,
ist was anderes, als ich weiß, wenn ich meditiere und dann darauf verzichte, es nachher gleich in den Sprachprozess zu überliefern. Ja? Oder wenn ich das manchmal tue, also ich meine jetzt nicht Analyse, sondern es ist so, wie das mit der Abbildmeditation. Ja? Plötzlich ist da nichts mehr. Und der erste Versuch, den ich spüre, ist, Sprache einzusetzen, um so wie ich es jetzt gerade tue, ja, dieses Nichts mehr zu beschreiben. Und wenn ich darauf verzichte, kann das sein, dass in der Art eines Aha-Erlebnisses irgendein Satz in mir auftaucht. Den habe ich mir aber nicht ausgedacht, der ist nicht meine analytische Tätigkeit, ne? Sondern der ist dann einfach da. Und wenn ich diesen Satz präsentiere, also sozusagen den Satz aus der meditativen Erfahrung in die alltägliche Sprache, konventionelle Sprache wieder übersetze, findet tatsächlich eine Rücktransformation statt in irgendwas. Und das geht sozusagen durch unglaublich viele Unterteilungen. Das heißt, ich würde das verlieren. Ja? Ich würde sozusagen die innere Sprache durch die äußere Sprache verlieren. Und wenn ich versuche, mit der Sprache in das Nichtsprachliche, in das Non-Duale vorzudringen, ja, dann muss das scheitern, weil das Non-Duale ist dann etwas. Es ist ein Zustand. Und wenn ich sage, das Non-Duale ist kein Zustand, dann weiß ich, dass dieser kein Zustand der andere Zustand ist. Also ich komme aus dem Dualismus der Sprache, so geschickt ich es anfange, nicht heraus. Völlig unmöglich. Jetzt muss ich dich mal kurz fassen lassen. Jetzt muss ich dich ein bisschen unterbrechen, weil lassen wir es dabei. Da sind ein paar Schlussfolgerungen drin. Die Beschreibung, ich bin völlig eins. Ich möchte dir einen Weg zeigen und der wird für dich gangbar sein. Es gibt einen spielerischen Umgang mit Sprache. Und dieser spielerische Umgang, das ist so wie ein Künstler, der zeichnet. Und es geht um Impressionen. Es geht um das, was die Worte im anderen assoziativ und intuitiv auslösen. Nicht so sehr um die Definitionen. Das heißt, wenn Erwachte Sprache einsetzen, was sie ja auch müssen, um zu kommunizieren, sie können auch über Gesten und so, aber auch selbst das wird dualistisch missverstanden, auch Gesten, Mimik, alles wird interpretiert. In allen Bereichen des Seins werden wir spielerischer. Wir werden wie Tänzer mit den Worten, mit den Gesten, mit dem ganzen Sein und können mal so, sind nicht festgelegt. Und das ist wunderschön, dass du schon diese innere Sprache entdeckt hast. Das sind eventuell Worte, manchmal werden dir so Sätze geschenkt, aber manchmal werden dir auch Bilder geschenkt. Anderen Menschen werden Stimmungen geschenkt oder sie hören Musik oder sie hören Klänge und das sind das erste Eintauchen in eine Möglichkeit, impressionistische Eindrücke zu erleben und dann sogar später zu vermitteln von dem eigentlich Unbeschreiblichen. Ne? Also die dualistische Sprache ist klar, Subjekt, Prädikat, Objekt. Die 3 Kreise des Anhaftens, Subjekt, Objekt und die Handlung, die dazwischen stattfindet. Nun kann man aber Sprache so benutzen, dass sie doch Hinweise gibt auf das, was dahinter ist und nicht auszudrücken ist. Und diese Kunst, also das ist mein Anliegen, seitdem ich Dharma unterrichte, das irgendwie zu nutzen. Aber ich weiß, ich bin die ganze Zeit am Lügen. Ja? Ich bin die ganze Zeit dabei, irgendwie etwas zu sagen, was so nicht stimmt, was so nicht haltbar ist. Und doch verstehen die Zuhörenden, doch das, was hinter den Worten gemeint ist. Es kommt was an. Und diese Kunst, die kannst du entwickeln. Die kannst du mit deinen Klienten, Patienten entwickeln, die kannst du mit deinen Freunden entwickeln.
Und manchmal lässt es sein, manchmal schweigst du nur. Und eigentlich fühle ich mich sehr erinnert an die Antje, die vorhin die Frage mit dem Relativen und Letztendlichen stellte. Es wird ein Pendeln geben. Ja, es wird ein Vor- und Zurück geben. Und du wirst immer mal sagen, dass es das eigentlich nicht trifft, aber dass es mehr so das Unausgesprochene hinter dem Ausgesprochenen ist. Und du wirst merken, dass du selbst Sprache benutzen kannst, ohne ins Greifen zu kommen. Das ist das Wichtige. Alles andere tut sich dann von selbst. Okay? Damit muss ich jetzt schließen. Da ist noch kurz von der Patricia was aufgeleuchtet. Ich gehe noch mal nachgucken. Lieber Thema, nur noch kurz, ich vermisse eine Klangschale. Ja, Klangschalen über Zoom sind nicht besonders effektiv. Die sind sehr schwer klangmäßig in eure Wohnzimmer zu übertragen. Deswegen gibt es keine Klangschalen hier bei diesen geleiteten Meditationen. Das wusste ich nicht. Ja, okay, aber das ist immer so schön, am Ende einer Meditation oder am Anfang. So, das habe ich jetzt vermisst. Ganz richtig, ja. Ganz richtig. Ja, also wir beschließen jetzt unseren Nachmittag mit einem Moment der Stille erstmal, gehen raus aus den Konzepten in das nicht Aussprechbare, nicht Beschreibbare. Und genau damit, mit der Stille, im Gewahrsein des Nicht-Beschreibbaren, genau damit widmen wir. Heute eine Widmung ohne weitere Worte. Einfach durch das völlige Loslassen. Damit danke ich euch. Ich gehe nochmal zurück auf die Galerieansicht und da gibt es bei den Reaktionen, da gibt es sowas Schönes, um sich zu verabschieden. Seht ihr das? Bei den Reaktionen, was da so passieren kann? Geht mal auf Reagieren unten. Dritte von links und da habt ihr so Optionen, was ihr euch schicken könnt. Guckt mal. Das ist doch ein Gag, oder? Vielleicht ein bisschen Eiscreme.
Oh, das Reagieren mit Effekt. Und wenn es uns richtig gut tut, dann lachen wir uns die Hucke voll. So ist das. Also, habt's gut miteinander. Das sind alles so illusorische Effekte in unserer heutigen Welt. Macht's gut. Bis morgen. Das haben mir die Palästinenserinnen beigebracht. Die haben sich immer so verabschiedet und so. Bis dann. Ciao, macht's gut. Bis morgen. Bis morgen. Ciao, ciao. Danke, macht's gut.